Gut, das akademische Viertel nach, haben wir hinter uns. Tut mir leid für die Leute, die jetzt schon seit einer Stunde in der ersten Reihe sitzen müssen. Ja, herzlich willkommen an der TU Berlin. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Erstis, Erstsemestertag 2019. Wir haben ein schönes Programm für Sie zusammengestellt. Mein Name ist Barisch Ünal, ich bin der Leiter der Allgemeinen Studienberatung und wir haben als Studienberatung zusammen mit unserer Pressestelle diesen Tag vorbereitet, von dem wir hoffen, dass er Ihnen soweit gefällt. Kurz, damit Sie eine Idee haben, was wir überhaupt vorhaben mit Ihnen. Das ist das, was heute passieren soll. Heute ist der offizielle Auftakt des Studiums für Sie. Wir haben 3 Blöcke für Sie vorbereitet, und zwar wird es darum gehen, wie man vernünftig ins Studium startet. Dann werden wir uns um 12 Uhr darüber unterhalten, wie Studieren funktioniert, im besten Fall so richtig. Und im 3. Block werden wir darüber sprechen, was das denn jetzt mit dieser Karriere so auf sich hat, was das soll, wie das funktioniert und was das ist. Ansonsten, Sie haben es wahrscheinlich schon gesehen, als Sie gekommen sind, wir haben da draußen einen schönen Streetfood-Markt für Sie zusammengestellt. Das heißt, immer in den Pausen können Sie zwischendurch sich verköstigen gehen. Das letzte Mal hatten wir Heuschrecken. Ich glaube, diesmal gab es keine gegrillten Heuschrecken. Ich habe zumindest keine gesehen. Aber viele, viele andere interessante Sachen. Wir haben draußen einen Infomarkt für Sie zusammengestellt, der pickepacke voll ist mit allen wichtigen Anlaufstellen, die es so gibt, in und an der TU. Und wir werden diese Veranstaltung ins Internet streamen. Also das heißt, wenn Sie gleich zwischen den Blöcken woanders sein sollten, wäre das kein Problem. Entweder gehen Sie in einen anderen Hörsaal, wenn Sie hier nicht mehr reinkommen, oder Sie schauen sich das im Stream an, oder Sie schauen sich das später noch einmal an, die Aufzeichnung, und dann werden wir die ganze Veranstaltung auch untertitelt und übersetzt auf Englisch haben. Machen Sie sich jetzt keine Sorgen. Sie haben es jetzt nicht nur die ganze Zeit mit mir zu tun, es liegt auch nicht an mir, Sie standesgemäß zu begrüßen, sondern natürlich ist das die Aufgabe des Präsidiums, und ich freue mich sehr, dass Herr Professor Heiß da ist. Herr Professor Heiß ist unser Vizepräsident, und zwar für Lehre, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, und wird Sie begrüßen. Herr Heiß, darf ich Sie auf die Bühne bitten? Liebe Erstsemester, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Präsidiums der Technischen Universität Berlin heiße ich Sie herzlich bei uns willkommen. Schön, dass Sie da sind. Die ganze Zeit waren die Flure so leer und jetzt füllt es sich wieder. Und wir brauchen Sie, wir, die TU Berlin, denn ohne Studenten funktioniert eine Universität einfach nicht. Aber auch Deutschland braucht Sie. Wir brauchen gute akademisch ausgebildete Menschen. Bereits heute fehlen etwa 300.000 Fachkräfte in den MINT-Fächern. Und die ganze Welt braucht sie, denn die großen Herausforderungen wie Klima, Ernährung, Umwelt, Mobilität, Bildung oder digitaler Wandel erfordern kreative Köpfe aus allen Fachdisziplinen. Wir brauchen mehr Lehrer, Mathematiker, Ingenieure, Naturwissenschaftler, Informatiker, Geistes- und Sozialwissenschaftler. Das vielleicht wichtigste Thema, dem wir uns aktuell widmen müssen, ist der Klimawandel. Und deswegen haben wir diesen Erstsemestertag auch unter das Motto gestellt: Erstsemestertag Goes Green. Das Präsidium der TU Berlin unterstützt die Ziele der Fridays for Future Bewegung und ergreift zusätzliche Maßnahmen, um als Universität in allen unseren Tätigkeitsbereichen, in Forschung, in Lehre und als Organisation einen signifikanten Beitrag zur Reduktion der Treibhausgase zu leisten. Das geht mit so banalen Dingen los, dass wir auch heute hier beim Erstsemestertag uns bemühen, auf Plastik zu verzichten und so wenig wie möglich Müll zu produzieren. In der Forschung wollen wir neben unseren Aktivitäten, die schon immer Nachhaltigkeitsbezug hatten, viel stärker auch die Forschungsergebnisse im Bereich der Energieeffizienz direkt auf unserem Campus anwenden, um dem Ziel einer CO2-Neutralität ein paar Schritte näher zu kommen. Vor 2 Wochen hatten wir hier an der TU auch eine Auftaktveranstaltung zusammen mit dem regierenden Bürgermeister, um über die Gründung eines neuen Forschungszentrums zur Klimawende in Berlin nachzudenken. Im Bereich der Lehre bieten wir allen Studierenden an,
im Rahmen ihres Studiums ein Zertifikat zum Thema Nachhaltigkeit zu erwerben. Das ist sozusagen eine Art Zusatzqualifikation, die sie unabhängig von ihrem gewählten Studiengang bei uns kriegen können. Zur Unterstützung der Lehre haben wir zum Beispiel auch hier oben im Hauptgebäude im 3. Stock über dem Lichthof eine Ausstellung Energy in Motion installiert, die sich mit dem Thema Energiewende beschäftigt und die Sie gerne besuchen können. Wenn Sie sich hier für diese Themen engagieren wollen, finden Sie sehr viele Angebote. Die TU ist eine Mitmach-Uni, die studentisches Engagement nach Kräften fördert. Dazu erfahren Sie später auch hier noch mehr und auch draußen an den Ständen des Infomarkts. Neben diesen globalen Herausforderungen, denen Sie sich als ganze Generation stellen müssen, gibt es natürlich auch die persönlichen Herausforderungen hier im Studium. Ein wissenschaftliches Studium stellt hohe Anforderungen an Sie, aber diese Anforderungen sind nicht so hoch, als dass man sie nicht erfüllen könnte. Ich erinnere mich noch gut an mein eigenes Studium der Informatik in Karlsruhe vor 45 Jahren. Und ich hatte in den ersten Semestern ziemliche Probleme mitzukommen. Erst nach 3 Semestern hatte ich richtig Tritt gefasst und die Gewissheit, dass ich es schaffen würde. Also Beharrlichkeit, Vertrauen auf sich selbst, es wird schon werden. Wenn Sie ähnliche Anfangsschwierigkeiten haben wie ich damals, sollten Sie wissen, dass Sie nicht alleine sind und dass es den meisten Kommilitoninnen und Kommilitonen ähnlich geht wie Ihnen. Es ist daher sehr wichtig, sich zu vernetzen, Freunde zu haben. Als Einzelkämpfer hat man es schwerer. Außerdem finden am Anfang viele Dinge in Gruppenarbeit statt und da muss man schauen, dass man in eine passende Gruppe reinkommt. Am besten, Sie fangen mit dem Vernetzen gleich an und machen Bekanntschaft mit Ihrem linken und rechten Nachbarn. Und das sollten Sie dann auch tun. Und das sollten Sie dann auch tun, wenn Sie in den nächsten Tagen in Ihren jeweiligen Studiengängen in den Einführungsveranstaltungen sitzen. In den nächsten Tagen und Wochen werden ohnehin viele neue Informationen auf Sie niederprasseln. Fragen Sie, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Wir werden uns bemühen, Sie gerade in den ersten Wochen und auch in den ersten Semestern so gut es geht zu unterstützen. Wir, das sind nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TU Berlin, sondern auch Fachschaftsgruppen und Initiativen, also selbstorganisierte Studierendengruppen in den einzelnen Fächern, die Sie in den nächsten Tagen betreuen werden. Ihnen an dieser Stelle ein herzlicher Dank. Zurück zu meinem Eingangsthema. In dieser Zeit der Umbrüche sehen wir es als unsere Aufgabe als Universität an, Sie auf die Zukunft bestmöglich vorzubereiten. Die Welt wird komplizierter und komplexer, wozu auch wir mit unserer Technologie beitragen. Einfache Erklärungsmuster, wie sie zurzeit in der Politik Konjunktur haben, werden der Sache nicht gerecht und behindern vernünftige Lösungen. Es ist wichtig, die Welt aus den verschiedenen Perspektiven zu verstehen und so zu gestalten, dass es gerecht zugeht und auch nicht zu Lasten zukünftiger Generationen. Das erfordert eine gute, eine akademische Bildung. Sie werden erfahren, dass Wissenschaft eine spannende Sache ist, dass man lernt, methodisch vorzugehen, analytisch zu denken, Dinge zu hinterfragen, zu abstrahieren,
den eigenen Verstand als Denkmuskel zu trainieren und ihn dann auch verantwortungsvoll einzusetzen. Wenn Sie das bei uns mitnehmen, dann haben wir unsere Mission erfüllt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Spaß in dieser jetzt beginnenden, vielleicht schönsten Zeit Ihres Lebens. Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank, Herr Professor Heiß, für die Begrüßung und nochmals herzlich willkommen hier an der TU. Sind Sie auch so aufgeregt, Sie jetzt an einer Exzellenzuniversität studieren? Na, haben Sie jetzt erst gedacht, irgendwie, ich gehe an eine Exzellenzuniversität und studiere da und dann steht plötzlich ein moppeliger Türke auf der Bühne und dann haue ich hier einfach so einen Vizepräsidenten raus. So sind wir an der TU nämlich. So ein bisschen Understatement, aber dann haben wir es doch tierisch drauf. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir wollen diesen Tag als offiziellen Auftakt wollen wir so angenehm wie möglich für Sie gestalten. Wir würden gerne über ein paar Themen sprechen, damit Sie wissen, wo Sie hier eigentlich sind. Wir haben hier vorne schon ein paar Leute gehabt, die irrtümlicherweise dachten, sie sind an der HU. Den Fehler wollen wir beseitigen. Ist so. Wobei ich die Gelegenheit auch nutzen möchte, die lieben Kolleginnen aus der Studienberatung der HU zu grüßen. Die nehmen sich normalerweise an diesem Tag extra frei und gucken live 6 Stunden den Stream. Hallo Jochen. Wo sind Sie hier? Sie haben es geschafft, tatsächlich hier auf den Hauptcampus der Technischen Universität. Sie sehen schon, es ist ein ziemlich großer Campus. Wir haben uns das nochmal angeguckt, vor ein paar Jahren haben es vermessen, 591.000 Quadratmeter und Erstsemestertag goes green, 1600 Bäume, dachten, es ist eine Information, die für Sie von höchster Relevanz ist. Wir haben die eigenhändig noch einmal nachzählen lassen. Hier befinden Sie sich im Moment, Hauptcampus, das heißt, es findet hier tatsächlich relativ viel statt. Wir sind nicht nur hier auf dem Hauptcampus, hier in Charlottenburg, sondern wir haben auch noch andere Stellen, wo Sie eventuell studieren. Im Wedding zum Beispiel gibt es Stellen. Im letzten Jahr war das auch eine bittere Erkenntnis für Leute, die an dem Tag erst festgestellt haben, dass sie im Wedding studieren werden. Bauingenieure zum Beispiel. Gut, die halten sich noch bedeckt. Ja, kann eine bittere Erkenntnis sein, wenn man sich so überlegt zu Hause, Mama, ich gehe studieren, wo an der Uni, Charlottenburg, nee, an die Beuth gehe ich nicht, ist ja im Wedding und dann bam, wieder zurück in Wedding. Kann sein, ist ein sehr schöner Campus, man kann da ganz fabelhaft studieren. Also da gibt es eine Stelle, wo man studieren kann. In Schöneberg haben wir unseren EUREF-Campus. Auch da gibt es Studiengänge, die da unterrichtet werden. Und falls Sie jetzt sagen, hier so Wedding ist eigentlich fast dasselbe, Sie könnten theoretisch auch sagen, ich studiere ganz woanders, in Ägypten zum Beispiel. Wir haben nämlich einen Campus in El Gouna. Da gibt es vor allem Masterstudiengänge, die sehr viel mit Energiethemen zu tun haben. Also es könnte sein, dass es Sie entweder dahin verschlägt oder dass Sie sagen, ich mache mein Auslandssemester, bleibe aber so in diesem TU-Kosmos und gehe nach El Gouna. Wir sind da auch sehr intensiv vor Ort, beschäftigen uns viel mit Themen, die alle Das ist mir irgendwie dazwischen gerutscht, Entschuldigung, ein Gruß an Herrn Nissen, das war mein Abteilungsleiter, der heute, glaube ich, aber nicht da ist, das ist ganz gut. Nein, was wir tatsächlich machen ist, wir sind da auch zwischendurch vor Ort, machen da auch Erstsemestertage. Falls Sie sich später dieses Bild im Stream angucken und mich finden, schicken Sie mir eine Mail und ich verrate Ihnen, wo die beste Shisha-Bar in El Gouna ist. Irgendwo auf diesem Bild bin ich auf jeden Fall zu finden. Also, Sie sehen schon, das Studium konzentriert sich vielleicht nicht nur unbedingt hier auf Charlottenburg, sondern auf ganz viele unterschiedliche Stellen, wo Sie eventuell zum Teil sein werden. Wer sind wir? Ja, wir sind erstmal eine ziemlich große Bildungsstätte. Sie sehen, die Zahlen sind schon gar nicht mehr so richtig aktuell. Wir hatten im Sommersemester knapp 35.000 Studierende. Und da sehen Sie schon unter den Studierenden 2/3 männlich, 1/3 weiblich, was für eine technische Universität ziemlich gut ist, also ein relativ hoher Frauenanteil. Und Sie treffen auf viele engagierte Menschen, die Lust haben, mit Ihnen gemeinsam Lehre zu machen, die mit Ihnen Lust haben, gemeinsam Forschung zu betreiben. Das heißt, sehr viele Menschen, die auch aus unterschiedlichen Ecken kommen. Wenn Sie nach links und rechts geguckt haben, haben Sie wahrscheinlich schon festgestellt, wir haben einen sehr hohen Anteil an internationalen Studierenden hier bei uns. Auch diese Zahl, die wir da oben haben, wo haben wir es? Da oben 6.000 ist absolut nicht mehr aktuell. Es sind jetzt rund 9.000 Menschen,
mit einem ausländischen Hintergrund, die dann hier studieren. Was für mich eigentlich nochmal, was mich interessiert, ist natürlich, woher kommen denn jetzt eigentlich die Leute, die hier so studieren? Alles Berlinerinnen und Berliner? Können die mal? Ja. Genau, da merkt man schon so ein bisschen das Berliner Ego. Ja, klatsche ich halt, aber nicht so richtig enthusiastisch. Aber ist auch okay, ist okay, was soll der Hallas? Brandenburg? Was ich für Brandenburg sogar schon ziemlich extrovertiert finde, haben wir normalerweise nicht. Wir können vielleicht so ein bisschen mit Klischees spielen, so ein bisschen Norddeutschland. Haben wir Leute, die so aus... Ehrlich? Ehrlich? Okay. Norddeutschland ist auch einigermaßen vertreten, ist übrigens so, Hamburg, die Region, ist die einzige Stadt, die Berlinerinnen und Berliner normalerweise gelten lassen. Alles andere ist so... Okay. Was ist mit Süddeutschland? Hier hingezogen? Ja. Ja, da merkt man auch an der Intensität des Klatschens, das ist das Selbstbewusstsein. So Baden-Württemberg, Bayern, Freiburg. Freiburg? Ja, tatsächlich. Schön. In Freiburg habe ich studiert. Ist schon sehr lange her, aber da war ich tatsächlich auch eine ganze Weile. Nordrhein-Westfalen? Also kann nicht Nordrhein-Westfalen so. Ich bin Münsteraner ursprünglich und wir sind diejenigen, die normalerweise zum Lachen in den Keller gehen und Sprudel trinken. Also das da. Münster, ehrlich? Auch jemand dabei? So richtig Münster? Okay, also jetzt nicht so Wanne-Eickel oder Gescher-Hochmoor. Ach wirklich? Welche Schule? Paulinum? Die haben Latein ab der 5. Klasse, ne? Immer noch? Ja. Wilhelm-Hittorf-Gymnasium. Aber 1000 Jahre her, es freut mich, das ist definitiv eine weise Entscheidung, aus Münster wegzugehen und nach Berlin. Es ist ein bisschen, tut mir jetzt leid. Da haben Sie gedacht, ich gehe nach Berlin, ich habe die Schnauze voll von Münster und was passiert? Tada! Münster. Ja. Ja, schön. Herzlich willkommen. Sie merken schon, ganz unterschiedliche Einflüsse, ganz unterschiedliche Menschen. Wenn man sich mal anschaut, international, also echtes international, jetzt nicht nur da, wo man anderes Deutsch spricht in Deutschland, sondern tatsächlich international sehen Sie die größte Anzahl an Menschen aus China, aus der Türkei und aus Indien. Aber wir haben tatsächlich auch Leute aus ganz abgefahrenen Ländern, die man normalerweise... Ja, ist spannend jetzt, ne? So ein bisschen wie Pokémon, wenn Sie den Typen aus Gibraltar treffen. Ja, Sie sehen, internationale Universität, zu dem Thema kommen wir auch noch, sind wir in jedem Fall, aber sogar hier vor Ort treffen Sie Menschen aus ganz unterschiedlichen Richtungen und ist definitiv auch eine Bereicherung für diese Universität und für diese Stadt. Was noch? Was ist passiert? Herr Professor Heiß hat es auch schon angesprochen. Ich bin eben drauf rumgeritten. Wo sind Sie hier gelandet? Das ist passiert tatsächlich. Was haben wir geschafft? Wir haben in diesem Jahr den Status einer Exzellenzuniversität bekommen, was für Sie definitiv wahnsinnig ausschlaggebend gewesen sein dürfte, um sich hier an der Technischen Universität zu bewerben. So war es doch, nicht weil Sie noch zu Hause wohnen bleiben konnten. Ja, wir sind tatsächlich, Exzellenzuniversität bedeutet aber auch etwas für Sie, und zwar, dass viel passieren wird hier. Es ist viel im Umbruch, wir haben viele Möglichkeiten, zum Beispiel auch uns in der Lehre zu investieren. Wir haben nicht alleine natürlich den Status der Exzellenzuniversität, sondern wir sind im Verbund angetreten. Das heißt, selbst wenn Sie eigentlich an der HU studieren und jetzt hier nicht mehr aus dieser Mitte rauskommen, heißt das, dass Sie viel mit den anderen Hochschulen auch zu tun haben dürften. Es wird viel investiert, um auch gemeinsam Lehre anbieten zu können, gemeinsam Prüfungen anzubieten, und wir wollen die ganzen Gelder investieren. Natürlich, Forschung ist wichtig, aber eben auch so, dass sie Ihnen zugutekommen in der Lehre. Ansonsten, was treibt uns sonst noch um? Das da. Natürlich, jetzt, Herr Professor Heiß hat es eben angesprochen, wo so gefühlte Wahrheit Konjunktur hat, finde ich es sehr befriedigend, dass wir uns das anschauen können und sagen, okay, bei uns arbeitet die Wissenschaft mit Fakten und wir setzen uns auch für diese Themen ein. TU for Future ist ein Thema, was in der letzten Zeit hier auch sehr viel Platz gefunden hat.
Aber es ist nicht nur das, sondern die Technische Universität war schon seit Jahren sehr engagiert. Wir haben einen Nachhaltigkeitsrat, der auch unter anderem das Präsidium mitberät bei Themen der Nachhaltigkeit. Wir haben nicht nur Fridays for Future, wir haben auch die Scientists for Future. Die haben vor kurzer Zeit etwas ganz Einfaches, Pragmatisches umgesetzt und haben sehr viele Unterschriften gesammelt, damit man zum Beispiel auf Kurzstreckenflüge verzichtet und auf Alternativen umsteigt. Und es ist nicht nur etwas, was wir uns so ausgedacht haben, sondern von höchster Stelle. Unser Präsident, Herr Professor Thomsen, geht da ganz vorne mit. Das ist das, wo Sie so gelandet sind. Also wenn Sie jetzt gedacht haben, okay, ich gehe nur an eine Universität, wo auch das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle spielt, auch das war wahrscheinlich ein wichtiger Grund, neben der Exzellenz, genau, haben wir uns gedacht, sind Sie hier an der richtigen Stelle. Gut. Ist das okay so, wo wir sind? Also das ist TU Berlin. Noch ist keiner weggegangen. Ist gut. Sie können sich das nochmal überlegen. Also ganz ehrlich, TU kann was. Wir müssen nicht an die HU gehen dafür. So, was wollen wir mit Ihnen machen? Zum Studienstart würden wir Ihnen gerne ein paar Informationen an die Hand geben, damit Sie wissen, wie das so richtig rundlaufen sollte. Was bedeutet das? Sie studieren vermutlich alle mehr oder weniger im ersten Fachsemester. Und zwar studieren Sie den Bachelor. Was der Bachelor so richtig ist, für Sie ist das jetzt gang und gäbe. Wir haben zum Teil noch nach dem alten System studiert. Was bedeutet das denn jetzt für Sie? Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen noch nicht studiert haben bisher. Also was bedeutet das? Das ist erstmal das Fundament. Der Bachelor, das ist was Grundlegendes. Und Sie sehen schon, das sind so grundlegende Studiengänge, ne? Bauingenieurwesen, Maschinenbau, also ein Fundament. Damit sind Sie noch nicht Expertin oder Experte, sondern das kommt ein bisschen später. Dann, wenn Sie den Master machen würden, dann werden Sie schon merken, das wird jetzt so ein bisschen spezieller. Da geht es dann mehr so um Fachdetails. Wenn man sich das so anguckt, sind das zum Beispiel dann ganz unterschiedliche Master-Schwerpunkte, die man dann noch reinlegen kann, wenn Sie sich die Bachelor angucken und gucken, was man mit diesem Bachelor eventuell als Master machen könnte, merken Sie schon, das wird viel feiner aufgegliedert. Sie können also im Master echte Schwerpunkte legen. Der Bachelor ist erstmal so eine fundamentale Ausbildung. Sie werden das später merken, wenn Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten, die was anderes machen, eine Ausbildung zum Beispiel. Die machen nach einem Jahr Lehre oder nach 2 Jahren Lehre, können die schon Dinge, keine Ahnung, Auto reparieren, aus Holz irgendwas machen oder sowas. Und sie sitzen nach 1 Jahr oder 2 Jahren Studium da und haben so Mathe gehabt. Oder so Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Und das ist vielleicht so ein bisschen unbefriedigend, wo man denkt, was kann ich eigentlich? Das ist meistens so im 5. Semester, wo man denkt, Mensch, ich mache doch eine Ausbildung zum Tischler, dann weiß ich, was ich habe. Das ist mir alles zu wischiwaschi, aber verlassen Sie sich drauf, es ist ein Fundament. Auf dieses Fundament bauen wir auf. Ne, schauen wir uns nochmal einen anderen Bachelor an aus Verkehrswesen, merken Sie schon, können Sie ganz unterschiedliche Master machen. Aus diesem breiten Fundament können Sie eben Spezialisierungen sich rauspicken, die noch mehr ins Detail gehen. Was bedeutet das, wenn Sie jetzt einen Bachelor studieren? Dann haben Sie ein Studium, das ist ungefähr so aufgebaut, dass Sie sagen, okay, es gibt Dinge, die muss ich machen, Pflicht. Und dann gibt es Dinge, die muss ich zwar machen, aber da habe ich so ein bisschen die Wahl. Also worauf möchte ich mich spezialisieren? Klar, ich bin Bauingenieur und dann muss ich Mathe machen. Und dann muss ich Statik machen, das ist Pflicht. Aber Wahlpflicht wäre dann, ich mache noch mehr Statik, weil meine Brücken, die stehen dann so richtig. Oder ich mache, keine Ahnung, Mauerwerksbau oder sowas in der Art. Das ist dann der Wahlpflichtbereich. Und Sie haben, und das ist das Schöne am Studium, an einer Universität insbesondere, Sie haben die Möglichkeit, freie Wahl, also ganz frei, sich Dinge auszusuchen, wo Sie sagen, okay, da mache ich jetzt etwas, was nur für mich relevant ist. Da kann es sein, dass es Studiengänge gibt, die sagen Ihnen dann, ja, freie Wahl, aber wir empfehlen ganz viel davon, weil das ist wichtig. Okay. Es gibt auch Studiengänge, die dann sagen, mach doch, was du willst. Und wenn Sie dann sagen, dann mache ich halt Schwedisch, dann machen Sie das, an der HU, könnten Sie. Oder wenn Sie sagen, ich mache zeitgenössischer Tanz an der UDK, ob das jetzt, weiß ich nicht, ob das geht, aber theoretisch schon. Weil Sie sagen, ja, keine Ahnung, ich finde das total wichtig, so aus dem Tanz und meine Maschinen, weiß ich nicht. Sie können Ihre eigenen Schwerpunkte setzen, das ist wichtig. So ist das Studium prinzipiell aufgebaut. Und was bedeutet das? Sie haben das vielleicht auch schon mal gesehen, so, Sie müssen so Leistungspunkte sammeln. Das ist Leistung wichtig, Sie müssen Leistungspunkte sammeln. Und was heißt das? Normalerweise 6 Semester dauert so ein Studium in der Regelstudienzeit. Eine Regelstudienzeit ist so ein Horrorbegriff. Das heißt nicht, dass Sie in der Regel in 6 Semestern fertig sind. Das heißt eigentlich, dass wir als Universität uns Ihnen gegenüber verpflichten, in 6 Semestern alles anzubieten.
was man studiert haben müsste. Die meisten Leute studieren tatsächlich länger. Aber in 6 Semestern müssen sie 180 Leistungspunkte sammeln und jeder Leistungspunkt soll Arbeitsaufwand darstellen. Also jeder Punkt, Sie werden das später nochmal sehen, steht für Arbeit, die Sie investieren. Und zwar jetzt nicht nur so Arbeit, die Sie tatsächlich hier sitzen, also in einer Vorlesung, sondern auch die Zeit, die Sie nutzen, um zu Hause sitzen, lernen, die Sie in Bibliotheken verbringen oder die Sie in Panik verfallen, weil eine Klausur ansteht, was weiß ich. Also all das symbolisiert quasi den Aufwand. Das heißt, für diejenigen, die jetzt schon mal so einen Stundenplan sich gebastelt haben und gedacht haben, so voll gut, in der Schule irgendwie 33 Stunden gehabt und jetzt so einen Stundenplan so mit 12. Vertrinken Sie jetzt nicht sofort das ganze BAföG, weil diese 12 Stunden, die muss man so ein bisschen potenzieren. Das heißt, das ist nur Anwesenheit. Sie müssen tatsächlich selber viel vorarbeiten, nacharbeiten. Man sagt so, Faustregel für jede Stunde, die Sie hier sitzen, kann man ungefähr eine Stunde Vorbereitung und Nachbereitung einrechnen. Dann können Sie die 12 Stunden verdreifachen und dann verfallen Sie in so eine mittelschwere Depression, weil es dann doch fast so viel ist wie in der Schule. Aber Sie machen das ja freiwillig. Deswegen, Sie werden dazu noch im Detail viel mehr Informationen bekommen, aber ein kleiner Tipp vorab, ein nicht pickepackevoller Stundenplan ist gar keine so schlechte Geschichte, lässt Ihnen nämlich Flexibilität, die Dinge so zu handhaben, wie das gut zu Ihnen passt. Ein paar Tipps zum Anfang. Ein großes, böses Wort, Stupo. Immerhin ist das Deutschland, hier herrscht Zucht und Ordnung. Bei uns heißt das, ist doch so, bei uns heißt das Studienordnung und Prüfungsordnung ist wichtig. Klingt extrem unsexy. Ist aber wichtig, weil es ist so quasi so die Gesetzesgrundlage, auf der Sie studieren. Und wir kennen das aus der Studienberatung. Es kommen tatsächlich manchmal Leute zu uns in die Beratung, die haben ihre Studienordnung noch nie gesehen. Die haben einfach immer das studiert, wo die Kollegen hingelaufen sind. Haben dann irgendwas belegt, sind kurz vorm Ende des Studiums und wissen nicht, wie es genau läuft. Schauen sich das einmal an. Sie kriegen das in Ihren Studiengängen auch noch mal im Detail. Sie finden das über unsere Webseite. Zum Beispiel, wenn Sie direkt da oben den Direktzugang eingeben und dann landen Sie auf der Seite mit dem Überblick über alle Studiengänge, die es gibt. Sie müssen sich das nicht abschreiben. Sie haben alle so einen Flyer, glaube ich, in Ihren Beuteln und es gibt noch 1000 Stellen, wo Sie das gesagt bekommen. Aber Sie landen auf der Seite mit unseren Studiengängen und dann sehen Sie einen Link dazu, wie der Studiengang aufgebaut ist und sehen dann darin auch, wie das Ganze mit der Studien- und Prüfungsordnung zusammenhängt. Und dann sehen Sie zum Beispiel so etwas. Ist nicht wirklich besonders angenehm zu lesen, aber dann sehen Sie, okay, was soll das Ganze? Wie ist der Studiengang aufgebaut? Worauf läuft das hinaus? Insbesondere für die Studiengänge, die man so schwer aussprechen kann, wo Sie dann spätestens Weihnachten gefragt werden, was lernst du denn da eigentlich? Vorderasiatische Altertumskunde oder Informationstechnik im Maschinenwesen, dann sehen Sie, ja, die Qualifikationsziele haben Sie schon mal gesehen, dann können Sie sagen, naja, wenn ich dann mal fertig bin, dann sowas ungefähr. Ja, dann sehen Sie, wie das aufgebaut sein soll, wie sich die 180 Leistungspunkte verteilen, sehen zum Beispiel auch so einen exemplarischen Studienverlauf. Das ist kein Stundenplan, aber da sehen Sie, aha, jetzt haben Sie es von mir auch schon mal gehört, Leistungspunkte. Und dann sehen Sie die ganzen Kurse, die Sie für den Abschluss des Studiums alle belegt haben sollten, wie viele Leistungspunkte es dafür gibt und vielleicht auch, wie so ein bisschen empfohlen wird, wann Sie die ganzen Sachen belegt haben sollten. Und dann sehen Sie auch, der Studiengang setzt sich aus ganz unterschiedlichen Dingen zusammen. Ich wusste das ja nicht damals. Ne? Also ist zwar 1000 Jahre her in Freiburg, aber als ich saß auch in so einer Vorlesung, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert, war ein großer Fehler, egal. Ich habe es halt abgebrochen, ist auch egal. Aber ich saß ungefähr so da hinten rechts, kurz so mit Fluchtwegen, damit ich schnell raus kann. Und dann dachte ich so, Volkswirtschaftslehre? Ich dachte, das ist nur so Wirtschaft. Die ganze Wirtschaft, so Geschäfte. Und dann saß ich da und war da so Mathe und Statistik und war eine super Null. Am Hittorf-Gymnasium in Münster ich war nicht besonders gut in Mathe. Ich hatte 3 Punkte im Abitur hinterher. Ich sage das ohne Scham. Paulinum war bestimmt anders. Egal. Auf jeden Fall ist es interessant zu sehen, dass ein Studiengang tatsächlich aus ganz vielen unterschiedlichen Bestandteilen besteht. Sie sehen auch schon immer wieder so zwischendurch Schwerpunkte, die Sie setzen können oder eben freie Wahl. Also so einen exemplarischen Studienverlaufsplan. Den sehen Sie da drin auch. Und dann sehen Sie auch, und das ist eine ganz wichtige Information, wie kriegen Sie denn jetzt diese Punkte? Nur indem Sie da sitzen oder müssen Sie eine Prüfung hinterher machen? Muss diese Prüfung immer so sein, wie sie da ist, schriftlich?
Gibt es andere Formen? Kann ich das eventuell tauschen? Welche Prüfung ist eigentlich wahnsinnig wichtig? Welche ist so, naja, geht nicht mit so großem Gewicht in die Abschlussnote ein? Und dann können Sie einigermaßen Schwerpunkte setzen. Hilft Ihnen meiner Meinung nach auch ganz gut, gerade in den ersten Semestern, so ein bisschen eine Hierarchie reinzubekommen. Ja, man packt sich das ja alles voll und dann gibt man Vollgas, ist top motiviert. Alle anderen haben jetzt Schulferien seit heute, Sie sitzen hier. Aber warum? Weil Sie es ja freiwillig machen. Und dann sitzen Sie da und merken, das ist alles voll viel. So ein bisschen Gewichtung reinkriegen, merken, okay, wo kann ich vielleicht ein bisschen ökonomischer vorgehen, ist nicht verkehrt. Und da hilft einem zum Beispiel die Studien- und Prüfungsordnung, um zu gucken, wo sollte ich denn jetzt tatsächlich Schwerpunkte reinsetzen. Prüfung ist ein großes Thema. Und ich weiß, es ist ein bisschen deprimierend. Jetzt haben Sie vielleicht gerade vor 5 Minuten erst Ihr Abitur gemacht und jetzt quatsche ich Sie schon wieder voll mit Prüfungen. Deswegen möchte ich auch bei diesem Thema gar nicht weiter ins Detail gehen, weil zum Glück haben wir Leute, die da sehr viel kompetenter sind als ich. Und ich freue mich sehr, dass Jana da ist. Jana ist nämlich die Leiterin des Referats Prüfungen und hat ein paar wichtige Botschaften für den Anfang mitzugeben. Jana, bitte. Ja, jetzt hört der Spaß auf. Nein, der Spaß hört nicht auf. Prüfung klingt zwar erstmal gefährlich, ist aber total wichtig, weil es zeigt, wie weit sind Sie vorangekommen, war die Studienwahl die richtige? Es misst sozusagen Ihr Engagement im Studium und es motiviert auf jeden Fall fürs Weiterkommen. Und ich kann Sie schon mal beruhigen, Sie haben mindestens 3 Versuche für jede Prüfung. Ja? Also fangen Sie auch rechtzeitig damit an. So, was müssen Sie tun? Ja, wir sitzen im Referat Prüfungen. Damit Sie nicht ganz so viel selbst tun müssen, verwalten wir Ihre Leistungen für Sie. Das heißt, wir haben ein elektronisches System, nein, wir haben sogar 2. Wir haben ja inzwischen SAP für alle, die Physik studieren. Wer studiert Physik? Ja. Und die historischen Urbanistiker, die dürfen schon mit unserem neuen Verwaltungssystem SAP arbeiten. Das ist sehr komfortabel. Die anderen müssen leider noch mindestens ein Jahr mit HIS in One Vorlieb nehmen. Auch schön. Jedenfalls haben Sie alle einen persönlichen Login und können da in Ihrem persönlichen Studienportal Ihre Leistungen verfolgen. Sie können sich für Prüfungen anmelden, Sie können nachschauen, ob Sie bestanden haben, jubeln oder traurig sein und die Prüfung wiederholen. Und wenn Sie mal ganz traurig sind und persönliche Hilfe brauchen, dann kommen Sie zu uns. Sie erfahren draußen an unserem Stand, wo wir sitzen, hier im Hauptgebäude, im Erdgeschoss. Also für alle, die im Wedding studieren, die dürfen auch ab und zu mal zu uns kommen. Ist ja auch schön. Ja, das wissen wir jetzt schon alles. Wie kommunizieren wir mit Ihnen? Wir haben eine Webseite, auf der Sie immer aktuelle Informationen finden. Zu unseren Sprechzeiten zum Beispiel, weil manchmal machen wir freitags zu, in der vorlesungsfreien Zeit in der Regel. Ansonsten sind wir außer mittwochs jeden Tag für Sie da. Dienstags am Nachmittag haben wir Sprechstunde. Sie finden bei uns auch Informationen zu den ersten Schritten, die Sie als Erstsemester gehen sollten. Auch dazu haben wir draußen nochmal Informationen. Was ganz wichtig ist, Sie müssen bei uns, und da geht die Verwaltung schon los, die Erklärung zur Aufnahme des Studiums ausfüllen. Da werden nochmal Ihre persönlichen Daten abgefragt, damit wir auch eine ordentliche Akte anlegen können. Wir sind ja in Deutschland. Und Sie bestätigen uns, dass Sie, das was Barisch gerade gesagt hat, Ihre jeweilige Studien- und Prüfungsordnung kennen. Und was ich Ihnen ergänzend noch ans Herz legen darf, ist die allgemeine Studien- und Prüfungsordnung. Sie haben eine Fachstudien- und Prüfungsordnung, oh Gott, ist das furchtbar, in der Sie sozusagen alle Infos zu Ihrem Studiengang finden. Und alle übergreifenden Regelungen finden Sie in der allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung. Also schauen Sie sich dieses Formular an, schauen Sie sich die Direktzugänge an und schauen Sie sich die Ordnungen an.
Das ist ganz toll zum Lesen. Dann werden Sie sich freuen, wenn Sie Ihr Fachstudium aufnehmen können. Was haben wir noch? Auf der Webseite Informationen, Formulare, die Sie gegebenenfalls ausfüllen können. Und dann sehen Sie schon, Sie dürfen auch mal krank sein, dürfen dann von einer Prüfung zurücktreten. Wir haben Merkblätter, ganz viele tolle, interessante Sachen. Und wir haben häufig gestellte Fragen. Das heißt, der erste Weg, wenn Sie eine Frage haben, schauen Sie auf unsere Webseite. Wenn Sie die Antworten nicht finden, kommen Sie zu uns. Das ist schon die zweite Seite der FAQs, also sehr viel. Ja, was noch wichtig ist, ach, die Überschrift habe ich ganz vergessen. Prüfungsanmeldung. Bevor Sie eine Prüfung ablegen, müssen Sie sich dafür anmelden. In der Regel können Sie das über ein elektronisches System machen. Sie bekommen von den jeweiligen Lehrenden zu Beginn der Vorlesung, zu Beginn jedes Semesters eine Mitteilung. Also gehen Sie zumindest zu den ersten Veranstaltungen auch mal persönlich hin, wann die Prüfungsanmeldungen erfolgen und bis wann Sie sich gegebenenfalls auch wieder abmelden können, wenn Sie sich überlegen, oh, jetzt habe ich mich für 10 Prüfungen angemeldet, vielleicht schaffe ich doch nur 9 in diesem Semester, dann können Sie eine wieder abmelden. Jo, du guckst so fragend? Nee. Doch. Ja? Ja, gib mal bitte. Ne? Okay. Eigentlich hast du ja schon alles erzählt. Was mich nur interessiert, du hast ja schon das Angebot gemacht. Man kann also tatsächlich in das Prüfungsamt gehen und sich beraten lassen. Also man munkelt, ihr seid die sympathischsten Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es gibt. Hast du so eine ganz spontan, als hätten wir es nicht abgesprochen, wir haben es nicht abgesprochen, ne? Nein. So eine Situation, an die du dich erinnerst, wo du dachtest, boah, voll verfahren und zum Glück ist jemand gekommen, da habt ihr noch was zurechtgebastelt, was dann irgendwie in letzter Sekunde, gibt es da? Also Sie kommen bitte alle nicht erst in der letzten Sekunde, aber es ist tatsächlich so, dass ich öfter Studierende in meinem persönlichen Büro sitzen habe, wo alles vorbei ist. Briefe nicht geöffnet. Also wir schreiben ihnen auch ab und zu. Schauen Sie ruhig mal rein. Die ersten Briefe sind meistens gar nicht schlimm, aber wenn Sie die nicht aufmachen, dann wird es irgendwann tragisch. Und dann steht da irgendwann drin, Sie haben leider alle Fristen versäumt, Ihr 3. Versuch ist jetzt eine 5. Und dann kam ein Studi mit der Mama, saß bei mir und hat gesagt, ja, also ich habe mich nicht getraut, die Briefe aufzumachen und die Mama war ganz traurig und ja, und dann habe ich nicht geholfen. Nein, also natürlich vertrauen Sie aber nicht darauf. Also wirklich, kommen Sie rechtzeitig. Wenn Sie den ersten Brief bekommen, wenn Sie ihn nicht verstehen, kommen Sie vorbei, aber lesen Sie ihn. Also wir hatten schon Studierende in der Sprechstunde, die kamen mit einem Brief zu uns und haben gesagt, hier, Sie haben mir hier einen Brief geschrieben. Und dann sagen meine Mitarbeiter, ja, was steht denn drin? Naja, hier ist er. Also das möchten wir bitte nicht erleben. Ja? Also lesen Sie die Briefe. Und wenn Sie während der Sprechzeiten zu uns kommen, eine halbe Stunde vor Beginn der Sprechstunde können Sie sich eine Wartemarke ziehen und eine halbe Stunde vor Ende der Sprechstunde gibt es keine mehr. Es nützt auch nichts, weil wir sitzen im Erdgeschoss, wenn Sie dann ums Gebäude herumgehen und an die Fenster klopfen. Also Sprechstunde bei uns nur durch die Tür. Die Türen sind nicht sehr einladend. Ja? Also erschrecken Sie auch nicht, wenn Sie hinter Ihnen ins Schloss fällt. Sie kommen wieder raus. Aber durchs Fenster, das funktioniert leider nicht. Ja, gut. That's it. Dann herzlichen Dank, Jana, für die ersten Informationen zum Thema Prüfung. Ja, absolut wichtig. Wie gesagt, vielleicht nicht das sexieste Thema zum Anfang, aber wichtig, dass Sie das einmal gehört haben, weil mit einer traurigen Mutter möchte niemand ins Prüfungsamt. Ich möchte an dieser Stelle auch meine Mutter grüßen, die, glaube ich, jetzt im Livestream sich das gerade anguckt.
zu was Sie mich erzogen. So, schauen wir uns das nächste Thema nochmal an. So ein bisschen Unterstützung. Es ist jetzt auch nicht alles 100% relevant für Sie. Ich finde wichtig, dass Sie das alles einmal kurz gehört haben, weil es wird in Ihren Einführungsveranstaltungen von Ihrem Studiengang ganz speziell für Sie nochmal erklärt werden. Und zwar gibt es so ein paar Webportale und IT-unterstützende Dinge, die vielleicht wichtig sind. Frau Weber hat es eben schon mal angesprochen, der TUB-Account. Sie müssten alle einen TUB-Account haben mit einer E-Mail-Adresse, mit einem eigenen Konto. Darüber läuft eigentlich fast alles, was Sie hier an der TU machen. Falls Sie so etwas noch nicht haben oder noch nie davon gehört haben, die Kollegen von der Zentraleinrichtung Campus Management sind heute auch da, die sind auch draußen, können Sie später also auch nochmal ansprechen und sagen, was ist los, funktioniert nicht, das ist Ihr Login für alle IT-Dienste an der TU Berlin. Dann gibt es noch etwas anderes, und zwar, klar, ISIS. ISIS, Informationssystem for Instructors and Students, ist auch nicht für alle relevant, kommt aber immer wieder häufig vor. Und zwar ist das zentrale E-Learning-Portal. Dort werden zum Teil Vorlesungsskripte hinterlegt und Arbeitsmaterialien und Tests. Das heißt, wenn Sie von ISIS schon mal gehört haben, dann ist das nicht verkehrt. Sie werden das in Ihrem Studiengang nochmal im Detail erklärt bekommen. Das war ISIS. Wenn das eine ISIS war, was ist dann das? Moses, richtig. Sehr gut. Moses ist auch wieder ein Portal, was für einige von Ihnen relevant sein wird, nicht immer für alle. Wichtig, dass Sie das einmal gehört haben. Moses ist sehr häufig relevant, wenn Sie sich für Tutorien anmelden wollen. Keine Panik, Sie sind für nichts zu spät, kriegen Sie alles im Detail noch von Ihrem eigenen Studiengang so erklärt, dass es für Sie tatsächlich relevant ist. Außer ISIS und Moses haben wir noch eine dritte Sache, das ist so ein bisschen das bucklige Portal, was wir haben, und zwar ist das Quizpos. Das ist nicht das offizielle Logo gewesen übrigens. Ne? Also ich finde es einfach ein bisschen bucklig. Ihr habt damit viel zu tun, deswegen freut sich Jana, das ist gut. Quizpos ist relevant, weil Sie da zum Teil Online-Prüfungsanmeldungen für viele Module machen müssen, eben nicht für alle. Also Sie wissen, ISIS, Moses, Quizpos, habe ich mal gehört. Nicht, dass Sie erschrecken, wenn Sie das zum ersten Mal hören. Wir möchten ja, dass Sie hier bleiben. Es gibt auch ein Medium, was es Ihnen so ein bisschen einfacher macht. Und zwar ist das eine App, und zwar heißt die Steps, die das Ziel hat, all diese Dinge irgendwie zu bündeln. Auch die Kolleginnen und Kollegen sind draußen vor Ort. Sie können sich das auch mal in Ruhe anschauen. Sie können da zum Beispiel Ihren ganz eigenen Stundenplan erstellen, sodass Sie ihn immer mit sich herumtragen können. Synchronisiert sich gut. Sie bekommen einen schönen Überblick darüber, was jetzt gerade relevant ist. Sie bekommen aber nicht nur das. Sie wissen dann zum Beispiel auch, wo Sie sich gerade befinden, was es zu essen gibt, wie die Anbindung ist, in welchem Raum das gerade stattfindet. Also Steps ist eine sehr elegante Form, um diese ganzen unterschiedlichen Dinge so ein bisschen zu bündeln. Repräsentiert auch wieder nicht alles, ist aber ein hilfreiches Tool, um gerade so durch die ersten Wochen, Monate, Jahre an der TU durchzukommen. Genau, da sehen Sie es nochmal im Überblick. Wenn ich mich nicht täusche, Android müsste funktionieren, für Apple müsste es auch funktionieren und es gibt ein gutes Webformat. Funktioniert ganz gut. Webportal und Online-Dienste. Kommen wir zum nächsten, das Vorlesungsverzeichnis. Das Vorlesungsverzeichnis haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Ist auch wieder etwas, was überhaupt keinen großen Spaß macht zu bedienen, aber in dem Vorlesungsverzeichnis ist tatsächlich alles drin, was es an Veranstaltungen und Kursen und Dingen gibt, die Sie in diesem Semester belegen könnten. Die sind nicht alle für Sie relevant, deswegen werden Sie wahrscheinlich damit ein bisschen rumspielen müssen. So sieht das dann aus, unter der Adresse tuberlin.de LSF. Und LSF steht für Vorlesungsverzeichnis. Richtig. Finden Sie all die Dinge, die relevant sind in diesem Semester. Sie haben also, wenn Sie sich Ihren Stundenplan angeguckt haben und wissen, aha, ich muss bestimmte Kurse belegen, finden Sie darüber genau die Kurse, die für Sie relevant sind, sehen auch, wo finden die statt. Finden die immer an derselben Stelle statt? Finden die wöchentlich statt? Gibt es Alternativtermine? Muss ich zu all diesen Terminen gehen oder gibt es nur einen einzigen? Das heißt, Sie kriegen einen sehr guten Überblick darüber, wo die ganzen Sachen stattfinden tatsächlich. Und auch in welchem Rhythmus, von wann bis wann, ob da zwischendurch was ausfällt
oder nicht. Was vielleicht interessant sein kann, ist, wenn Sie auch nochmal gucken, für welche Studiengänge das denn alles relevant ist. Weil was anders als in der Schule nicht passiert, ist, dass Sie in jedem Kurs nur mit Ihren Leuten zusammensitzen. Also die Maschinenbauer nur mit den Maschinenbauern. Und die Informatiker nur mit den, ja, die sind meistens lieber unter sich, das stimmt schon, aber sind nur Klischees. Das möchte ich gar nicht. Aber Sie sehen, für wen ist das noch relevant? Und es könnte ja auch ganz interessant sein. Das heißt, es kann sein, dass Sie in Ihrem Studiengang in einem Kurs sitzen und links und rechts sitzen Leute, die machen was ganz anderes und auch von diesen Erfahrungen zu profitieren. Also zu merken, Mensch, ich studiere Informatik, neben mir sitzt jemand mit Wirtschaftsinformatik, wir sitzen in einer Arbeitsgruppe und jetzt kriege ich so Wirtschaftsthemen mit, voll interessant für mich, mache ich in der freien Wahl. Oder ich ändere meinen Studiengang nochmal, so etwas in der Art. Kriegen Sie auch zum Teil über das LSF, dass Sie wissen, für wen ist denn dieser Kurs relevant. Dann hat mich unsere liebe Pressestelle noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass wir einen nachhaltigen Erstsemestertag machen und es gibt im Vorlesungsverzeichnis eben auch die ganzen Kurse, die so Nachhaltigkeitsbezug haben. Ja, da sehen Sie zum Beispiel studentisch organisierte Lehre, das Nachhaltigkeitszertifikat, Veranstaltungen, da gibt es noch viel mehr später im Detail, aber da würden Sie genauso etwas eben auch im Vorlesungsverzeichnis finden, wenn Sie sagen, ist mir wichtig, mein Stundenplan gibt das her, ich möchte Dinge belegen, die vielleicht nicht für mein Studium unmittelbar relevant sind, die ich aber wichtig finde. Dann können Sie da rein. Sie können auch sonst überall rein eigentlich. Also gut, Sie können jetzt nicht bei den Chemikerinnen und Chemikern ins Labor und sagen, ich bin jetzt da und irgendwie koche jetzt mit. Das nicht. Aber wenn Sie jetzt sagen, naja, ich möchte mir auch mal ein paar andere Sachen angucken, zum Beispiel jetzt ganz theoretisch, ich studiere vielleicht Physik, aber nur ein Semester, weil ich möchte ja eventuell zu Geologie wechseln, spontaner passt, ne? Könnten Sie in diesem Semester trotzdem auch in Kursen von der Geologie drin sitzen und könnten sich das angucken, finden Sie alles eben über das Vorlesungsverzeichnis raus. Gut. Ich habe eben schon ganz viel gesagt zu dem Thema Einführungsveranstaltungen, weil ich gesagt habe, in Ihrem Fach wird das nochmal im Detail erklärt. Also wenn Sie sich jetzt erhofft haben, hier sitzend, okay, ich gehe zum zentralen Erstsemestertag und der Typ erklärt mir meinen verdammten Stundenplan, in der Schule habe ich den immer gekriegt, jetzt sagen alle, musst du selber wissen, machen wir nicht. Also nicht hier. Macht auch gar keinen Sinn. Ich könnte nicht irgendwie für unsere 40 Bachelorstudiengänge und 70 Masterstudiengänge Stundenpläne erklären. Aber in Ihren fachspezifischen Einführungsveranstaltungen, die zum Teil alle nach uns anfangen erst, kriegen Sie Informationen genau darüber. Eine Empfehlung, definitiv gehen Sie dahin. Einführungsveranstaltungen finden Sie wieder, zum Beispiel, wenn Sie den Direktzugang eingeben, 133 614, und dann landen Sie bei dem Überblick über alle Einführungsveranstaltungen von jedem Studiengang. Und dann sehen Sie zum Beispiel, wie das Programm für jeden einzelnen Studiengang aussieht. Und dann würden Sie zum Beispiel sowas sehen bei den Wirtschaftsingenieuren. Was haben die vor? Die machen eine ganz elaborierte Einführungswoche. Dauert eine ganze Weile. Campusrundgänge, Informationsveranstaltungen, Einführung in die Online-Portale. Das, was ich eben nur so super schnell gemacht habe, nochmal im Detail, würden Sie da zum Beispiel sehen. Kann auch sein, dass es fokussiert ist, zu einer bestimmten Uhrzeit. Das ist jetzt beim Maschinenbau der Fall. Oder dass Sie beim Lehramt nochmal sehen, wie die das da aufgebaut haben. Also jeder Studiengang macht das ein bisschen auf seine Art und Weise. Aber bei den Einführungsveranstaltungen kriegen Sie genau die Tipps und Informationen, die Sie brauchen, die ganz relevant sind für Sie. Zum Studienstart, was habe ich sonst noch zu sagen? Wichtig, dass Sie sich vielleicht auch mal an den Gedanken gewöhnen, dass Sie einen Teil Ihrer Zeit in der Bibliothek verbringen werden. Später im nächsten Block wird es auch noch mal ein bisschen detaillierter darum gehen. Aber die Bibliothek ist der Standort, wo quasi das, was für Sie relevant ist, alles zusammengefasst ist, das Gehirn. Ja, die machen auch Einführungsveranstaltungen. Ich war tierisch überfordert damals und dachte, Bibliothek, warum? Kann ich auch zu Hause? Ist aber nicht so. Ich habe lange gebraucht, bis ich dann verstanden habe, macht schon irgendwie Sinn. Die haben Infotage, die haben viele unterschiedliche Kurse, die auch anbieten. Also wenn Sie jetzt sagen würden, es muss mir alles jemand erklären, Einführungsveranstaltungen dazu, auch zum Thema, wie man richtig recherchiert, wie man richtig die ganzen Sachen nutzt. Und wenn man das einmal im Griff hat, macht das viel Spaß. Kommen Sie nicht auf die Idee, außer Sie sind sehr reich, sich alle Bücher zu kaufen. Machen Sie das nicht. So Fachliteratur ist richtig teuer. Und brauchen Sie zum Teil gar nicht mal so in dem Maße. Haben Sie eigentlich alles in Ihren Bibliotheken. Auch unsere Bibliotheken sind alle draußen vor Ort. Im zweiten Block wird es noch mal ein bisschen detaillierter darum gehen. Dann haben Sie auch direkt Ansprechpersonen, wo Sie sagen können, okay, wie geht das, wo muss ich da hin? Ist gut und haben natürlich auch die allerwichtigsten und besten Lernräume und Lerninseln. Und man lernt spannende Menschen kennen. Also nach einer Weile haben Sie dann Ihren bevorzugten Platz.
am Ende ist Berlin halt auch nur so ein Kaff. Ne? Also es ist zwar eine große Stadt, aber dass man sich denkt, so, das ist aber mein Platz, ich bin hier immer. Und dann wissen sie 2 Plätze weiter, das ist der Typ, der immer sofort die Schuhe auszieht. Jemand anders, der überhaupt keine Schuhe anhat. Sowas, also Bibliotheken ist ein guter Ort. Insbesondere, wenn Sie merken, dass Sie in Ihrem Stundenplan so Puffer haben und Zeit. Die Zeit dort zu investieren, ist auf jeden Fall ein guter Rat. Gut, Studienstart. Haben wir. Alles gut soweit? Möchten Sie auch jemanden grüßen? Später. Gut. Okay, schauen wir uns die Top-Anlaufstellen an. In Ihrem Plan stand Top 5 Anlaufstellen. Das war vom letzten Jahr. Wir haben natürlich so viele Anlaufstellen, dass noch ein paar andere Stellen gesagt haben, was, wir sind auch top, wir möchten auch dabei sein. Und es stimmt natürlich, wenn ich sage Top-Anlaufstellen, sind das nicht die besten, sondern 5 tolle. Wenn Sie sich mal angucken, das sind alles Serviceangebote für Studierende, ja, also wie Popcorn. Überall gibt es wahnsinnig viel. Sie können sich das in einem Überblick nochmal in Ruhe angucken. Ich zeige Ihnen nur exemplarisch ein paar, von denen ich finde, dass es für Erstsemester eigentlich eine sinnvolle erste Stelle ist. Wo gehen Sie also als erstes hin, wenn Sie denken, oh, jetzt habe ich so ein paar Fragen? Nicht ins Prüfungsbüro, nee, da hat Jana. Als erstes gehen Sie natürlich in die Studienberatung, da wo ich arbeite, ist ja klar. Also das heißt, wenn Sie Fragen haben, allgemeine Studienberatung zu all den Fragen, die so grundlegend sind, wo Sie sagen, ja, ich weiß nicht, ist das so richtig, muss das so, gehen Sie in die allgemeine Studienberatung. Ja, wir bieten persönliche Beratung, Sie brauchen dafür keinen Termin oder sonst etwas in der Art. Sie können zu der Erstanlaufstelle an den Counter, viele Basic-Sachen klären sich da schon und wenn die Kolleginnen und Kollegen da vor Ort entscheiden, dass das ein Einzelgespräch braucht, dann kriegen Sie meistens an dem Tag schon ein Einzelgespräch mit einem Studienberater oder einer Studienberaterin. Das kann dann so aussehen, so ganz spontan und locker, kommen Sie da rein, sind sympathische Menschen, die total spontan dann da sind. Könnte auch sein, dass total spontan ich um die Ecke komme. Ich habe mir dann habe mir eine schicke Weste angezogen, begrüße sie so, ach, du auch hier. Sie merken, wir sind total locker drauf. Nein, ganz im Ernst, Erstanlaufstelle bei allen Fragen rund ums Studium ist das definitiv eine gute Idee. Wir bieten Ihnen ansonsten auch noch eine Veranstaltungsreihe an, wenn Sie also nicht persönlich mit Handkuss von mir vorne am Tresen abgeholt, ich bin gar nicht so oft am Tresen, keine Sorge, abgeholt werden wollen. Es gibt eine Veranstaltungsreihe, das heißt, Sie können fast jede Woche einmal, können Sie sich zu unterschiedlichen Themen, können Sie zusammenkommen, das Thema aufschieben, schieben Sie es nicht auf, wenn Sie merken, wenn Sie wissen, das war schon im Abi so, ich mache immer alles auf den letzten Drücker, 12 Red Bull, 80 Koffeintabletten, funktioniert schon irgendwie. Das wird im Studium meistens eklig. Wenn Sie da schon prophylaktisch arbeiten wollen, gibt es eine Veranstaltung dazu. Wenn Sie sagen, Uni ist total neu, in meiner Familie gab es noch überhaupt niemanden, das ist alles irgendwie überfordernd, keine Ahnung, gibt es eine Veranstaltung dazu, aber auch zu vielen anderen Themen. Ja, Studieren mit Kind, wie gestalte ich meine Zukunft, wenn ich meinen Bachelor habe, was ist, wenn ich unzufrieden bin, ne, dieses Bauchdrücken, wenn man nach 3, 4, 5 Wochen merkt, so, ist irgendwie nicht meins, können Sie gerne in so eine Veranstaltung kommen und können sich von unseren Kolleginnen und Kollegen Informationen abholen. Ansonsten, ich habe gesagt, zu allen allgemeinen Themen rund ums Studium sind wir die beste Anlaufstelle als allgemeine Studienberatung. Die Fachexpertinnen und Experten sind natürlich die Leute in der Studienfachberatung. Das sind die Leute, die zum Beispiel auch ihre Einführungsveranstaltung organisiert haben. Da lohnt es sich definitiv hinzugehen. Die werden Sie wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch kennenlernen. Sie finden das wieder natürlich über die Website. Sie haben einen Direktzugang, landen auf der Seite von dem Studiengang und sehen da direkt den Link zur Studienfachberatung. Und die Studienfachberatung, das ist eine Besonderheit an der TU, besteht fast ausschließlich aus Studierenden, die dafür bezahlt werden. Also es ist ein Job, Fachberatung zu machen. Also die erzählen das jetzt nicht nur, weil sie einfach Bock haben, was zu erzählen, sondern sind tatsächlich gut ausgebildete Menschen, die dafür angestellt sind, Fachberatung zu leisten. Das heißt, sie kriegen einen Überblick darüber, was ich machen muss, wenn es nicht klappt. Ich habe das Beispiel von den Lehramtsstudierenden zum Beispiel, weil Sie werden da hinkommen und werden sagen, ja toll, ich studiere Lehramt, einfach hier, ein anderes an der HU, weil es ist eine Kombination, überschneidet sich, was soll der Scheiß? So, und dann sind das die Leute, die sagen, ist normal. Oder mach lieber erst so. Oder mach nur ein Semester hier und das andere woanders. Das wissen die einfach besser, weil die vom Fach sind, erstens, und zweitens, weil sie das zum Teil selber studieren.
Sie kriegen auch unterschiedliche andere Sachen. Für die Physik habe ich ganz spontan jetzt nochmal ein Beispiel eingebaut. Die Physik-Studienfachberatung gibt zum Beispiel auch einen Studienführer heraus, den ich persönlich sehr gut finde. Da gibt es alle möglichen Überblicksthemen. Hat nicht jeder Studiengang. Die Physikerinnen und Physiker geben sich sehr viel Mühe da drin. All diese Themen. Wie mache ich das eigentlich? Wie funktioniert das? Wie nehme ich daran teil? Wie übe ich Vorträge? Was passiert, wenn es Stress gibt? Das heißt, können Sie auch mal gucken. Vielleicht gibt es in dem Studiengang einen Studienführer. Das kann man gut nutzen. Und was manche auch machen, das ist jetzt von der Lebensmittelchemie, das finde ich sehr schön. Ich habe gesagt, einen Stundenplan kriegen Sie nicht in die Hand. Aber die bemühen sich zum Beispiel auch zu sagen, okay, das wäre so einer, den ich als Studienfachberater sehr schlau finde, unverbindlich, aber hier habt ihr ihn, guckt mal, wie ihr damit arbeitet. Finde ich einen tollen Service. Das heißt, auch da kriegen Sie eben die Insider-Informationen, wenn es darum geht, einen realistischen Stundenplan zusammenzubauen. Also Studienfachberatung, zweite Anlaufstelle, die ich sehr empfehlenswert finde. Dritte Anlaufstelle ist natürlich das Studierendenwerk Berlin. Das Studierendenwerk ist quasi so die Einrichtung, die sich um alles kümmert, was nicht unmittelbar mit der Lehre zu tun hat und mit dem Studieren an sich, sondern mit dem Drumherum. Die machen das nicht, weil sie nur aus Gutmenschen bestehen, sondern die bekommen tatsächlich Geld dafür. Das Geld, was Sie zum Beispiel überwiesen haben zum ersten Semester, die rund 300 €, davon gehen ungefähr 50 € an das Studierendenwerk. Das sind also Ihre Beiträge und davon kann unter anderem von diesen Beiträgen kann das Studierendenwerk viele Services anbieten. Und zwar all diese, alles was mit Essen zu tun hat, alles was mit Wohnen zu tun hat, ganz viele Sachen rundherum, von Kindertagesstätten bis zu psychologischer Beratung und natürlich auch das Thema BAföG und Finanzierung. Die haben das BAföG-Portal, da kriegt man alle relevanten Informationen und ich finde, wer keinen Bock hat, BAföG zu beantragen, weil es alles so stressig klingt oder weil das so bürokratisch ist, stimmt, ist so. Macht keinen Spaß, einen BAföG-Antrag auszufüllen. Wir kriegen auch manchmal in der Studienberatung Leute, die sagen, nee, ich will kein BAföG, weil ich will ja nicht direkt so mit Schulden ins Studium starten quasi oder ins Leben starten. Kann ich nachvollziehen. Würde ich Ihnen definitiv nicht empfehlen. BAföG würde ich beantragen. Und BAföG, wenn ich das bekäme, würde ich es auch nehmen. Weil von BAföG die Hälfte ist geschenkt. Und ich habe mein VWL-Studium abgebrochen, aber geschenktes Geld ist gut, finde ich. Das heißt, selbst wenn Sie sagen, ich bekomme nicht den Höchstsatz und ich bekomme 200 €, dann sind 100 geschenkt. Wenn Sie es nicht brauchen, schön für Sie, tun Sie es zur Seite. Aber haben Sie keine Angst vor dem BAföG-Antrag, quälen Sie sich da durch, funktioniert eigentlich dann hinterher ziemlich unproblematisch. Und wenn Sie sich denken zum Beispiel, ja, ich beantrage nicht jetzt BAföG, weil jetzt brauche ich es nicht, sondern vielleicht erst später, dann können Sie das Geld nicht aufsparen. Jedes Semester, was Sie theoretisch BAföG hätten bekommen können, gilt als theoretisch gefördert. Sie bekommen es also nicht hinten dran. Wieder, wenn Sie Fragen haben, die Kolleginnen und Kollegen vom Studierendenwerk sind da draußen, helfen Ihnen auf jeden Fall auch dabei, wenn es um Fragen geht rund um das BAföG. Was machen die noch? Sozialberatung, also wenn man sagt, jetzt gibt es eine Krisensituation, keine Ahnung, mein Laptop ist explodiert, keine Ahnung, ich brauche gerade, ich kann nicht, irgendwie, wie kriege ich das sonst hin, wenn es nicht BAföG wäre? Sozialberatung bieten die Kolleginnen und Kollegen genauso an und kümmern sich natürlich auch um das Thema Wohnen. Ich habe mir abgewöhnt, Witze über Wohnsituationen in Berlin zu machen, weil es ist eigentlich nicht witzig. Ich habe mal geguckt, was wäre, wenn ich jetzt eine Wohnung suchen würde. Das ist ziemlich aktuell. Ich habe angegeben, das Maximale, was ich bereit wäre zu geben, kam nichts. Aber es gibt Wartelisten. Sie können sich auf diese Listen setzen lassen. Die Studentenwohnheime sind ziemlich gut, sind sehr verteilt überall. Und wenn Sie sagen, naja gut, wenn nicht heute, dann aber vielleicht irgendwie demnächst, dann können Sie sich da auf jeden Fall informieren. Schauen Sie mal, was in Frage käme. Und ich finde, es ist definitiv, wenn es klappt mit einem Studentenwohnheim, ist es eine lohnenswerte Sache. Das lässt sich ganz gut an. Auch ansonsten bieten die auf ihrer Seite zum Thema Wohnen noch ganz viele andere Angebote, wo man sagen kann, ja, guck mal da, da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Und Angebote, die nicht über das Studentenwerk laufen, werden zum Teil trotzdem über das Studentenwerk publik gemacht. Also es lohnt sich, auch dazu Wohnheimberatung zu gehen. Die finden Sie direkt in der Nähe von der Mensa, ist nicht weit weg. Und ansonsten natürlich, das Studierendenwerk bietet noch ganz viel Informationen zum Thema Jobben.
Ganz viele Themen rund um Weiterbildung, Trainings, also wie funktioniert es mit Arbeiten neben dem Studium, Selbstständigkeit neben dem Studium, Bewerbungstrainings und Unterlagencheck, also ganz viele Informationen, die auch über das Studierendenwerk, das Drumherum ums Studium, wo Sie Unterstützung bekommen. Lohnt sich auf jeden Fall, nehmen Sie später gerne einen Flyer oder eine Broschüre von den Kolleginnen und Kollegen mit. Gut, zum Studierendenwerk. Ein Thema, was auch wichtig ist, eine wichtige Anlaufstelle, und zwar ist das unsere Beratung für Studierende mit Behinderung und chronischen Krankheiten. Vielleicht sagen Sie jetzt so gut, trifft jetzt überhaupt nicht auf mich zu. Wenn man sich die Statistik anguckt, 11% der Studierenden haben eine Behinderung oder chronische Krankheit. Kann so eine Behinderung oder chronische Krankheit sein wie das, was man sich so vorstellt, kann aber auch etwas sein, wo man sagt, naja, habe ich die letzten 10 Jahre gehabt, keine Ahnung. ADHS, Lese-Rechtschreibschwäche. So etwas. In der Schule hat das immer irgendwie funktioniert, gehört aber mit da rein. Wenn dem so ist, dann, das ist das, was ich gerade beschrieben habe, also Dinge, die auch vielleicht nicht sichtbar sind. Wenn das so ist, dann heißt es, dass Sie eventuell in Ihrem Studium beeinträchtigt sind. Also das heißt, Sie können das nicht so studieren, wie es normalerweise vielleicht auf dem Papier aussehen würde, mit Regelstudienzeit und mit Stundenumfang und mit Prüfungsformen. Das kann sein. Wenn es so eine Beeinträchtigung gäbe, dann haben Sie ein Recht. Und zwar haben Sie ein Recht auf Nachteilsausgleich. Und ich betone das jetzt nochmal, das ist ein Nachteilsausgleich. Das ist kein Vorteil. Ja, also wenn jemand sagt, das habe ich schon die ganze Zeit irgendwie mit mir mitgeschleppt, dann ist das sehr edel. Aber das heißt ja nicht, dass Sie die ganze Zeit diesen Nachteil mit sich weiter rumschleppen müssen, sondern Sie haben einen Anspruch drauf, einen gesetzlichen Anspruch, dass dieser Nachteil ausgeglichen wird, damit es wieder fair ist. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Es kann eine Schreibzeitverlängerung sein, es können mehr Pausen sein, es kann mehr Zeit für Hausarbeiten sein. Es gibt sehr viele unterschiedliche Dinge, die sich in einem Nachteil für Ihr Studium manifestieren können und die Sie eben ausgleichen können. Es gibt auch Integrationshilfen, also wenn Sie sagen, okay, ich brauche im Studium tatsächlich auch Assistenz, gibt es auch. Mir fällt in dem Zusammenhang auch ein, es gibt auch Jobs für Leute, die sagen, ich wäre gerne eine Assistenz. Also ich würde gerne, keine Ahnung, einen Studierenden begleiten, der eine Sehbeeinträchtigung hat und dann schreibe ich mit oder was auch immer. Oder jemand, der, keine Ahnung, eingeschränkt ist, wo man dann Unterstützung anbietet. Es gibt Jobs, wenn Sie also irgendwo mal sehen, Integrationshilfe und Sie hätten da Interesse, schauen Sie sich das ruhig nochmal an, ist auch eine wichtige, gute Sache und man verdient Geld nebenher. Genau, in der Bibliothek gibt es noch Services, die eben auch Nachteile ausgleichen, die unterstützend sein können. Was wichtig ist, wenn Sie denken, das ist ein Thema, das ist für mich vielleicht eventuell relevant. Die Kolleginnen und Kollegen sind erstens ansprechbar, zweitens sind die auch draußen. Also wenn Sie sagen, okay, ich habe das Thema jetzt im Hinterkopf, stimmt, ich nehme das mal mit, gehen Sie raus, sprechen Sie die Kollegin an, nehmen Sie die Flyer mit, vereinbaren Sie Termine, besprechen Sie das. Was ich immer ein bisschen bitter finde, ist, wenn Leute einen Nachteil, das ganze Studium mit sich mitschleppen, niemandem was sagen und in Klausuren, in Prüfungen die ganze Zeit versuchen, das irgendwie auszugleichen. Ich finde, Studieren ist schon anstrengend genug. Einen Nachteil muss man nicht mit sich rumschleppen. Gut. Dann eine nächste Anlaufstelle, Familienbüro. Sie haben es ja eben schon, wenn Sie jetzt denken, ja, keine Ahnung, Herr Heiß hat eben schon gesagt, lernen sich untereinander kennen, vielleicht lernen Sie sich so intensiv kennen, dass Sie sagen, cool, ich gründe jetzt sofort eine Familie. Das ist ein guter Zeitpunkt, haben wir unser Familienbüro. Das unterstützt Studierende mit Familienaufgaben. Das können Kinder sein, das war ein billiger Lacher jetzt gerade, ich weiß. Mit Familienaufgaben, aber könnten eben auch pflegebedürftige Angehörige sein. Und ich weiß, Familie ist jetzt nicht ein Nachteil. Okay, also nicht per se, per Definition, aber auch dafür gibt es einen gesetzlich verankerten Nachteilsausgleich und das könnten wieder ganz unterschiedliche Sachen sein, ob man jetzt sagt, naja, ich muss Leute pflegen oder, keine Ahnung, ich bin schwanger oder ich habe schon Kinder, was auch immer. Da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, um eben Unerwartetes während der Studienzeit irgendwie mit in den Griff zu bekommen. Ganz unterschiedliche Sachen, ob es jetzt Kinderbetreuung ist, Ferienbetreuung, Campus mit Familie, ganz unterschiedliche Unterstützungsangebote. Das Familienbüro hilft auf jeden Fall dabei, wenn Sie eben Dinge puzzeln müssen. Auch die Kolleginnen und Kollegen sind draußen vor Ort, wenn Sie sagen, ja, interessantes Thema, nehmen Sie sich einen Flyer mit.
einen Überblick darüber, was ist für Familien relevante Orte, vom Eltern-Kind-Zimmer, wie auch immer. Ganz unterschiedliche Sachen gibt es auch einen Überblick dafür. Und es gibt tatsächlich auch ein Mentoring-Programm, wo man entweder unterstützt werden kann oder Unterstützung leistet für Leute, die eben sagen, ich habe Aufgaben, die ich irgendwie zu bewältigen habe und es wäre toll, wenn ich das nicht alleine mache, sondern jemand, der da fit und erfahren ist und der mich begleitet und mit mir quasi ein Tandem bildet. Das machen sie auch nicht ehrenamtlich, sondern dafür gibt es sogar Leistungspunkte. Können sich als freie Wahl oder als Zusatzmodul anrechnen lassen. Wir haben gerade über Mentoring-Angebote haben wir gesprochen. Mentoring, klar, vielleicht sagen Sie sich jetzt, brauche ich nicht. Der Typ hat gesagt, Studienberatung bei allen Fragen, der wirkt total sympathisch und kompetent, ich gehe nur dahin, dann haben Sie recht, klar. Aber wenn Sie sagen, es wäre eigentlich nicht schlecht, wenn ich Begleitung habe, ich bin, keine Ahnung, ich hätte gerne Unterstützung. Und zwar wäre es toll, wenn das Leute sind, die meine Situation ganz gut verstehen und die mich begleiten wollen würden, haben wir einen schönen Überblick geschaffen für all die Mentoring-Angebote, die es bei uns an der TU gibt. Finden Sie wieder über diesen Direktzugang 208 547. Das heißt, alle möglichen Unterstützungsangebote, wenn Sie sagen, ich würde gerne Gleichgesinnte treffen, das kann was Fachliches sein, aus der Mathematik oder aus den Naturwissenschaften oder im Orientierungsstudium in Grün. Oder wenn Sie sagen würden, genau, hier ist nochmal aus der Sicht eines Erstsemesters, was bringt das, wo habe ich Unterstützung bekommen? Es kann was ganz Fachliches sein. Ja, gerade so große Studiengänge, Mathematik, Physik, sind an der Universität, finde ich zumindest, sehr viel sperriger und sehr viel mehr anders, als es an der Schule war. Und da irgendwie so ein paar typische Fallen vermeiden zu können, weil man da schon mit erfahrenen Menschen zusammen ist, ist eine gute Sache. Könnte was Fachliches sein, aber auch was Übergreifendes, ja, für internationale Studierende. Oder eben, was ich gerade gesagt habe, mit Kind oder Pflegeaufgaben. Oder wenn Sie zum Beispiel sagen würden, keine Ahnung, ich bin die Erste in meiner Familie, die studiert und alles ist irgendwie neu und die Leute benutzen alle so Abkürzungen und was soll das alles? Die sind alle voll klug und ich nicht. Ich kann niemanden fragen, weil sonst sehe ich doof aus. Bei mir war das so. Also ich wusste nichts, war auch der Erste in der Familie, der studiert hat. Und deswegen, ja, man stellt sich 7 Millionen Sachen an Fragen, wo man das Gefühl hat, das wäre nicht schlecht, wenn da jemand Erfahrenes ist und sagt, lass mal stecken, ist halb so wild. Ne, können Sie auf jeden Fall immer zu uns in die Studienberatung kommen, klar. Aber wenn Sie sagen, ich möchte Begleitung, gibt es zum Beispiel das Regionalbüro von Arbeiterkind.de bei uns an der TU auch. Das heißt, die haben auch ein Büro, da können Sie auch hingehen. Da gibt es auch Leute, die haben einen Stammtisch, da kann man sich treffen und sagen, was? CT bedeutet cum tempore, das weiß die Kollegin aus Münster mit dem Latinum natürlich. Das heißt also mit dieser obligatorischen, ich weiß, ich bin fies. Ich habe auch Latinum gemacht, aber es war so ätzend. Nicht? Latinum war nicht ätzend oder kein Latinum gemacht? Ich habe Latinum gemacht. Abgeschrieben, fast alles. Egal. Bedeutet CT, bedeutet 15 Minuten später, ich saß wie so ein Idiot immer um Punkt 12 da, war keiner da, sowas in der Art. Das heißt, Stammtisch mit Leuten mit Gleichgesinnten treffen kann auf jeden Fall erholsam sein. Genau, noch ganz viele unterschiedliche andere Angebote, wie man sich Unterstützung holen kann, gerade wenn man sagt, Begleitung wäre nicht schlecht, weil Leute, die so ähnlich in derselben Situation sind wie ich, das wäre eine schöne Sache. Gut. Wenn es jetzt so wäre, dass Sie sagen, okay, es sind jetzt nicht so Kleinigkeiten, sondern, keine Ahnung, ich brauche nicht nur jemanden, der mir irgendwie gut zuredet oder ich habe eine Frage oder meine Prüfung verhauen, sondern wenn zum Beispiel so eine Situation, das kennen Sie, ja, also immer, wenn Sie denken, ach, jetzt möchte ich eigentlich anfangen zu arbeiten und wenn das passiert, zum Beispiel, oder noch ganz viele andere Sachen, dann wäre es vielleicht interessant, auch zu den Kolleginnen und Kollegen in der psychologischen Beratung zu gehen und ich freue mich jetzt sehr, dass ihr beiden da seid, Mareike und Johanna aus der psychologischen Beratung. Bitteschön. Ja, hallo. Wir sind von der psychologischen Beratung hier an der TU und ich bin Johanna Laskavi und das ist meine Kollegin. Ich bin Mareike Oevermann. Genau, und wir fangen direkt damit an, euch zu erzählen, mit welchen Problemen und Themen man eigentlich zu uns kommen kann. Genau, also das ist eine ganze Bandbreite an Themen. Also wir haben
verschiedene Themen, die so eher das Studium direkt betreffen oder tatsächlich psychische Probleme oder so im sozialen Umfeld Probleme. Und ich erzähle euch jetzt noch mal ganz kurz, was das konkret meint. Genau, also manchmal steht die Prüfung an, Frau Weber hat davon ja schon berichtet, man macht die Briefe nicht auf oder man hat so Angst vor der Prüfung, dass man sich anmeldet und wieder abmeldet und doch wieder anmeldet und doch nicht hingeht. Das wäre ein Thema, mit dem man zu uns kommen kann. Oder wenn man, wie in dem kleinen Video, einfach immer gar nicht anfängt zu lernen oder immer ganz plötzlich sich gar nicht konzentrieren kann, auch ein Thema, um damit zu uns zu kommen. Ja, oder Sie haben sich für das Studium entschieden, viele ja auch schon öfter, und dann stellen Sie fest, ach nee, doch nicht, und das führt zu großer Verzweiflung, was soll ich jetzt tun? Da ist auch die allgemeine Studierendenberatung ansprechbar, aber wir in der psychologischen auch. Ach so, oh, genau. Dann zu den psychischen Problemen, also da gibt es ja verschiedene, die jetzt nicht mit dem Studium zu tun haben, sondern Sie merken vielleicht, Sie haben überhaupt gar keine Lust mehr auf gar nichts, Sie können sich nicht mehr freuen, sind die ganze Zeit traurig oder Sie denken sogar darüber nach, sich irgendwie was anzutun oder das Leben zu beenden, dann kommen Sie auf jeden Fall gerne zu uns, lieber früher als später. Ja, auch wenn Sie merken, jetzt im Audimax war immer cool mit so vielen Leuten, aber irgendwann habe ich plötzlich total Angst vor großen Menschenmengen. Auch das ist ein Problem, mit dem Sie zu uns kommen können. Oder Angst vor Referaten. Oder ja, in Berlin gibt es ja auch Drogen sind sehr verfügbar. Man probiert das aus, aber man will es vielleicht nicht weitermachen und kommt davon aber doch nicht weg. Auch das ein Thema, womit man zu uns kommen kann. Und ansonsten die ganzen sozialen Konflikte, die im Umfeld so sein können, mit dem Partner, der Partnerin, den Eltern, Geschwistern, der WG, oder in Gruppenarbeiten, auch das ist was. Und wir beraten dazu, ob vielleicht eine weiterführende Psychotherapie gut wäre. Und da können wir gut erklären, was das ist und wie man da einen Therapieplatz kriegt. Genau, dann noch wer wir sind und wo Sie uns finden. Also es sind wir beide, wir sind aber insgesamt im Moment 4 Kolleginnen, 4 Diplompsychologinnen und ein Diplompsychologe. Wir sind alle psychotherapeutisch aus- und weitergebildet. Und wir bieten bei uns Einzelgespräche an, Workshops und Vorträge. Die Einzelgespräche, die Beratungsgespräche, da machen Sie den Termin am besten per E-Mail oder es gibt so ein Kontaktformular über die Homepage, wo Sie uns anschreiben können. Wir werden ab 1. November zusätzlich noch eine telefonische Sprechstunde haben. Die wird immer donnerstags zwischen 14 und 15 Uhr sein. Da geht es auch um Infovermittlung und Terminvereinbarung. Das finden Sie aber auch nochmal in den Flyern, die wir draußen haben, oder auch auf der Homepage steht das nochmal genau beschrieben. Genau, die Beratung, das ist mir nochmal total wichtig zu sagen, unterliegt der Schweigepflicht. Also alles das, was Sie bei uns sagen, bleibt auch da. Und die Beratung ist kostenlos, wenn Sie das wünschen, anonym, und wir bieten die Beratung auch auf Englisch an. Genau, ich habe die Homepage schon angesprochen, das lohnt tatsächlich mal einen Blick drauf. Da gibt es auch wieder diesen schönen Direktzugang, aber Sie können das auch einfach googeln, dann finden Sie das. Da stehen immer so aktuelle Sachen zu uns dran, da stehen die Themen und Daten der Workshops werden wir da veröffentlichen, da stehen manchmal aktuelle Infos, die für Sie wichtig sein können. Und da findet sich auch sowas, Informationen zu Umgang mit Krisen und Notfallsituationen. Also wenn Sie oder ein angehöriger Freund von Ihnen in einer Krise steckt, finden Sie unter dem Stichwort Notfallplan Anlaufstellen und Ansprechpartner, an die Sie sich wenden können. Und außerdem haben wir auf der Homepage ein paar Downloads für Sie bereitgestellt. Da geht es unter anderem um Prokrastination, Aufschieben. Sind Sachen zu Prüfungsangst, Zeitmanagement, Lernstrategien. Wir haben ein paar Sachen davon auch ausgedruckt, die Sie sich gleich gerne bei uns abholen können draußen. Und ansonsten finden Sie die als Download bei uns auf der Homepage. Genau, das wäre erstmal von uns. Gut, vielen Dank. Ich nehme euch... Ja. Aber bleibt bitte noch ganz kurz da. Die psychologische Beratung ist übrigens nicht abgekoppelt, sondern dieses gesamte Referat allgemeine Studienberatung, was ich am Anfang erwähnt habe, da gehört die psychologische Beratung mit dazu. Also selbst wenn jetzt jemand sagen würde, psychologische Beratung klingt so gewichtig, allgemeine Studienberatung ist ein guter Anlauf, auch da können wir gut weitervermitteln. Wir hatten im Vorfeld noch mal 1, 2 Fragen abgesprochen, über die wir uns unterhalten wollten, an die ich mich nicht mehr erinnere. Könnt ihr ganz spontan, was wollte ich euch noch fragen? Also die erste Frage ist, was kann man denn jetzt am Anfang des Studiums schon beachten? Was kann man denn jetzt am Anfang des Studiums so beachten, Johanna? Ja, also
Wir sagen immer, reden hilft. Ja? Also das ist einfach, aber man macht es so selten. Und zwar reden auch nicht nur über die coolen Sachen und was alles toll am neuen Studienort und neuen Studiengang ist, sondern auch, wenn man merkt, ich komme irgendwie gar nicht mehr so gut zurecht. Und mit anderen sich austauschen und einfach sagen, so, hey, ich komme damit irgendwie nicht klar. Und das ist irgendwie, man denkt immer, es ist total einfach, ist es aber gar nicht, ist unsere Erfahrung in der Beratung. Dass ganz viele erstmal sagen, da habe ich noch nie mit jemandem drüber geredet. Und diesen Austausch suchen würden wir empfehlen. Und wenn Sie dann merken, das hilft nicht, einfach lieber früher zu uns kommen als später. Und genau, es kommt damit ja, also geht damit einher, versuchen Sie einfach den Kontakt mit Kommilitonen und Kommilitoninnen und ja, so ein soziales Netzwerk ist ganz viel wert. Okay, und so zum Thema Prüfungen, Mareike? Super barisch, wie spontan wir sind, ne? Genau. Also ich würde gerne noch mal so ein bisschen was zum Thema Prüfung sagen, auch wenn das ja so ein bisschen abschreckend ist, gleich am Erstsemestertag, aber ich nutze die Chance, dass wir sie jetzt alle hier einmal vor uns haben. Und zwar, was total wichtig ist, finde ich nochmal, du hast es, glaube ich, auch schon gesagt, fangen Sie rechtzeitig an zu lernen. Wir haben total oft Studierende, die es so ein bisschen aufschieben bis zum letzten Drücker, weil das in der Schule noch so gut funktioniert hat. Aber Schule ist tatsächlich nicht Uni, der Stoff ist hier deutlich umfangreicher und eine gute Prüfungsvorbereitung heißt wirklich zeitnahes Anfangen. Und schließen Sie sich, das ist so ein bisschen das, was Johanna meinte, schließen Sie sich zusammen. Aus der Erfahrung kommen die Studierende besser durchs Studium, die sich in Lerngruppen organisieren, die sich austauschen mit dem Stoff, weil das als alleine echt ganz schön viel ist. Und da hilft es total, sich in Lerngruppen zu organisieren. Das andere ist, nehmen Sie die Sprechstunden wahr der Prüfer. Das ist aus unserer Erfahrung gerade bei mündlichen Prüfungen total wichtig, gerade an so einer recht anonymen großen Uni wie hier die TU. Da haben Sie die Möglichkeit, den Prüfer einmal noch mal kennenzulernen. Sie haben so ein bisschen eine Ahnung, was Ihnen in der Prüfung erwartet. Sie waren schon mal in dem Büro. Das macht häufig einen totalen Unterschied. Und dann, du hast es vorhin angesprochen, diesen Studienverlaufsplan. Da würde ich gerne noch mal aus unserer Sicht sagen, machen Sie den wirklich realistisch. Das ist ein Exemplar oder das ist wirklich ein Beispiel, wie es sein kann. Aber das berücksichtigt nicht, wenn Sie nebenbei arbeiten müssen, wenn Sie irgendeine andere Verpflichtung haben, ein Ehrenamt. In dem Moment ist der Plan völlig unrealistisch und wir haben es total oft, dass Studierende zu uns kommen, weil sie sich viel zu viel vorgenommen haben. Und da ist aus unserer Erfahrung weniger tatsächlich mehr, weil sie dann Prüfungen schaffen, Erfolgserlebnisse haben und nicht in so einem Strudel versinken von aufgeschobenen Prüfungen, wieder abgesagten Sachen. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ich glaube, ich weiß es. Sag mal, Stichwort. Lieber beim Lernen nicht zu viel lernen, sondern realistisch lernen und nicht weniger Sport machen und weniger schöne Sachen, sondern in der Lernphase mehr davon, weil das menschliche Gehirn ist nicht dafür ausgelegt, 12 Stunden am Tag zu lernen, sondern wir sagen immer so maximal 6 bis 8. Und alles andere am Tag können Sie dann mit schönen Zeiten füllen. Ja, Sie lachen jetzt, aber das ist tatsächlich nicht so unrealistisch, dass Studierende in der Prüfungsphase zu uns kommen und sagen, ich lerne doch nur von 8 bis 20 Uhr und nichts mehr machen. Und in der Prüfungsphase, Sie werden das merken, wird Ihr Körper extrem viel Adrenalin ausschütten und das muss irgendwo hin und dafür eignet sich Sport tatsächlich total gut. Und unsere Empfehlung ist, dass nicht so ein Plus oder eine Belohnung ist in der Prüfungsvorbereitung, sondern eine wesentliche Bedingung und Bestandteil der Prüfungsvorbereitung. Mehr schlaue Sachen haben wir gerade nicht zu sagen. Okay, dann noch einmal herzlichen Dank an die Kollegin aus der psychologischen Beratung. Danke. Ich frage mich gerade, ob jetzt 6 bis 8 Stunden war viel oder wenig? Viel, okay, gut. Ich dachte gerade, so, was, 6, 8 Stunden? Na gut. Was ich wirklich finde, ich möchte das auch gerne noch mal ganz kurz unterstreichen. Ich habe in den ganzen Jahren, in meinem eigenen Studium und auch in der Studienberatung, gemerkt, die meisten Leute sind gar nicht zu doof zum Studieren, wenn es problematisch wird. Ich fand Uni nie schwerer als Schule. Es ist nur anders und es ist mehr. Und das heißt, glaube ich, die Kunst liegt nicht plötzlich, dieses Ding, wo drauf steht, allgemeine Hochschulreife, ist plötzlich ungültig, jetzt bin ich doch nicht mehr reif, bin doch zu doof, das passiert selten. Aber dass man diesen Stoff nicht richtig bewältigt, dass man sich das nicht richtig einteilt, dass man nicht weiß, was ist wichtig und was ist unwichtig, das ist ein Skill, den lernen Sie manchmal hart, manchmal simpel, aber den müssen Sie lernen. Und das ist so ein bisschen mehr das Studieren, aber zum richtigen Studieren gibt es gleich noch einen ausführlichen Blog, finde ich wichtig nochmal vorab. Gut, wir haben alle Anlaufstellen, die ich Ihnen vorstellen wollte, vorgestellt und wir wären keine exzellente Universität, wenn wir nicht auch ein exzellentes Social-Media-Team hätten, was Sie
jederzeit mit Rat und Tat und Gimmicks begleitet. Und ich freue mich, dass Doreen und Anna da sind, weil die haben zum Abschluss noch ein paar Dinge zu erzählen zum Thema Social Media. Herzlich willkommen. Ja. Hallo. Hallo. Ja, schön euch zu sehen. Ich bin Anna, ich arbeite an der zentralen Kommunikationsstelle an der TU. Die wird auch Pressestelle genannt, aber wir können noch mehr als Pressearbeit. Wir befüllen zum Beispiel die Homepage für euch oder wir verschicken den Studierenden-Newsletter alle 2 Wochen, aber wir machen auch Social Media und dazu gleich mehr. Genau, ich bin die Doreen Grahl. Ich arbeite an der Universitätsbibliothek hier an der TU Berlin und wir haben auch Social-Media-Kanäle. Unglaublich, aber wahr. Genau, wir erzählen euch jetzt mal ein bisschen was darüber, wo wir vertreten sind und was wir so machen. Die TU Berlin, die zentralen Kanäle, das sind Facebook, Instagram, Twitter und YouTube und wir befüllen diese Kanäle täglich für euch, aber mit leicht unterschiedlichen Inhalten. Auf Facebook zum Beispiel, da haben wir ganz viele Veranstaltungen und aktuelle Themen. Da posten wir sozusagen das, was gerade ansteht. Dann haben wir Instagram, da seht ihr vor allen Dingen schöne Ecken von der TU. Wir machen ab und zu Takeover von Studierenden oder studentischen Projekten und wir machen ganz viele Stories. Also auch heute zum Erstsemestertag, da haben wir eine Moderatorin rumlaufen. Das ist die Nadine, unsere Campus-Reporterin und die berichtet live hier vom Erstsemestertag. Dann haben wir Twitter, da werden vor allen Dingen aktuelle Infos gestreut, zu Forschungsprojekten, Hochschulpolitik etc. Und nicht zu vergessen YouTube. Der Erstsemestertag wird heute gestreamt auf YouTube und wir haben aber noch mehr kleine Videos für euch. Also da lohnt es sich auch mal reinzuschauen und zu gucken, was die TU alles zu bieten hat. Genau, I love TU Berlin, das ist das Motto. Genau, die Bibliothek hat auch Social-Media-Kanäle, genau wie die TU-Pressestelle. Wir haben auch 3 Kanäle, eigentlich 3, die wir täglich bespielen, beispielsweise Facebook oder auch Instagram, wo wir euch einfach zeigen wollen, wie der eine wichtige zentrale Lernort an dieser Universität aussieht, was wir für Services für euch anbieten können. Auf Twitter zeigen wir euch in ganz kurzen Worten das absolut Wichtigste, wie zum Beispiel Öffnungszeitenänderungen oder Kurse, die wir an dem Tag haben und so weiter. Auf YouTube könnt ihr euch E-Tutorials angucken, zum Beispiel, wie finde ich die Norm, wie kann ich ein E-Book runterladen und so weiter. Und das ist das Social-Media-Team der Universitätsbibliothek. Ein Hinweis noch für euch, für morgen gibt es eine Aktion, eine TU-weite Social-Media-Aktion, denn es gibt sehr viele Social-Media-Kanäle an der TU, also von uns, von der UB, aber auch von der Mathematischen Fachbibliothek, von der Bibliothek für Wirtschaft und Management, aber auch von anderen Einrichtungen der TU, wie zum Beispiel dem Career Service, dem International Office, TU Sport. Alle haben Facebook und Instagram-Kanäle und morgen gibt es eine Aktion. Die Nadine, eine TU-Studierende, die führt euch durch die ganzen wichtigen Institutionen hier an der TU Berlin und fragt dort die Fragen, die ihr vermutlich auch stellen würdet. Also Augen auf, alle Kanäle, die es gibt, abonnieren und diesen Kanälen folgen und auch Nadine folgen und die Antworten verfolgen. Ja, zum Semesterstart haben wir noch eine besondere Aktion und zwar ein Gewinnspiel unter dem Hashtag MyTUBerlin. Und zwar könnt ihr hier tolle Sachen gewinnen, wenn ihr einige Dinge beachtet. Und zwar haben wir dem Motto angepasst, Erstsemestertag Goes Green. Wir suchen also grüne Orte an der TU, die ihr mit Foto und Text einfangen sollt und entweder auf Instagram postet oder uns an socialmedia@tu-berlin.de per E-Mail schickt.
Genau, also das kann die vegane Mensa sein, das können verkehrsberuhigte Zonen sein hier an der TU, das können Lernoasen sein, die ihr schon für euch entdeckt habt. Aber ihr könnt auch Tipps geben, was wir noch besser machen können. Darüber freuen wir uns auch. Also nehmt gerne teil. Ihr könnt Bahngutscheine gewinnen, Kinogutscheine und ein Unverpackt-Set. Das ist das Motto #MyTUBerlin. Wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Genau, hier sind nochmal alle Infos zusammengefasst. Ja, wir haben auch noch was anderes, und zwar eine Fotobox. Genau, die steht im Hauptfoyer und da könnt ihr euch eine Erinnerung an den heutigen Tag mitnehmen. Und ja, das ist eigentlich auch ganz nett, passend zu dem Beutel. Wir wollen heute auch noch eine kleine Erinnerung, deswegen machen wir jetzt noch ein Selfie mit euch. Also schaut gerne auch in die Kamera, winkt uns zu, wir freuen uns. So. Super, Dankeschön. Euch noch viel Spaß heute. Tschüss. Ja, vielen Dank, dass wir Sie auch als Background-Motiv missbrauchen durften. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Erstis in diesem Semester noch mal ein bisschen attraktiver sind als in den letzten Jahren, aber okay. Ja, das war es so ein bisschen zum Studienstart. Was ist jetzt noch wichtig? Wir werden gleich in der Pause zwischen den zwei Blöcken, zwischen dem nächsten Block, der kommt, wird es im Livestream noch weitergehen. Das heißt, die Fragen, die jetzt im Stream eventuell gestellt wurden auf YouTube, die werden gleich noch von einer Kollegin in der Studienberatung auch genauso live in der Pause beantwortet. Sie können sich das später eventuell online angucken, wenn das für Sie interessant ist. Ansonsten ist draußen der Infomarkt gut bestückt, erstens. Und zweitens, all die Leute, über die wir gerade gesprochen haben hier auf der Bühne, die werden alle da jetzt insbesondere noch verfügbarer sein in der Pause, um angesprochen zu werden. Und drittens, Moment, ich habe noch ein drittens und ein viertens. Drittens, nutzen Sie den Streetfood-Markt. Ich habe ganz geile Sachen da draußen gesehen. Essen gehen ist wichtig. Und viertens, es wird um 11:45 wird es hier weitergehen mit dem Thema Studieren, aber richtig. Das heißt, all das, wenn Sie jetzt sagen, der Typ hat mich vollgelabert, gleich wie es mit dem Studieren so richtig funktionieren soll, und machen sich keine Sorgen, das werde dann nicht ich machen. Sie müssen meine Visage also nicht die ganze Zeit ertragen, sondern meine geschätzte Kollegin Katharina wird das übernehmen. Aber freuen Sie sich nicht zu früh, danach bin auch ich wieder nochmal da. Also wir sehen uns hoffentlich nochmal wieder. Vielen Dank und bis später. So, ihr habt jetzt die erste Einordnung über die TU Berlin hier gerade bekommen von dem Studienberater Barnisch Ünal. Und jetzt sitze ich mit der Kollegin Alette Sommerfeld hier, auch in der Studienberatung. Hallo Alette. Und wir klären jetzt noch andere Fragen, die uns erreicht haben über Instagram und über den Live-Chat. Und ich würde sagen, Alette, wir legen direkt los. Genau. Ich würde vielleicht mal anfangen mit eine der typischsten Fragen, nämlich was die typischen Fehler sind zu Studienanfang. Und ich glaube, da würde ich als allerersten Fehler, der uns dann ein paar Monate später hier auffällt, weil die Leute in der Beratung dann kommen und irgendwie ein Problem haben, der ist einfach, dass man sich den Stundenplan zu voll packt. Die Leute sehen Studienverlaufspläne, ne? Also diesen Musterplan, wo drauf steht Mathe wählen, keine Ahnung, Statik, Festigkeitslehre und so weiter, und sie packen einfach alles da rein. So. Und meistens ist es tatsächlich so, dass man mit der Orga rundherum so beschäftigt ist, dass man manchmal vielleicht mit 3, 4 Fächern anstatt 5 oder 6 schon ganz gut bedient ist. Also das wäre der erste heiße Tipp. Nicht die Studienpläne zu voll knallen. Ich glaube, es ist aber auch oft das Problem, so war das bei mir auch, als ich angefangen habe, dass man so sich den Studienverlaufsplan anguckt und wie er der beste Studienplan wäre, dass man halt in der Regelstudienzeit studiert und dann, keine Ahnung, dann will man irgendwie motiviert sein und will das dann im besten Fall so machen. Und ich glaube, das ist die Gefahr. Also würdest du da vielleicht auch den Leuten empfehlen, so das ist nur eine Möglichkeit, aber ihr müsst es nicht machen. Ganz genau, das ist das Wichtige. Ja? Das ist eine Möglichkeit und natürlich
soll dieser Musterplan zeigen, dass es irgendwie einen bestimmten Weg, eine Reihenfolge von Fächern und man weiß dann eben auch, was sind die Sachen, die man tatsächlich erfüllen muss, um am Ende so ein Zeugnis zu kriegen, logisch, aber sich nicht davon kirre machen lassen, ne? Also nicht hetzen lassen und nicht, oh Gott, die anderen haben auch und so weiter und ich habe jetzt irgendwie Angst, weil dann komme ich und dann werde ich rausgeworfen und so. Alles Quatsch. Und vor allem auch, wenn es Unsicherheiten gibt und man nicht so richtig sicher ist, was kann ich weglassen oder so, am besten in die Studienfachberatungen gehen oder einfach hier vorbeikommen und das nachfragen, wenn man sich unsicher ist. Nicht losmachen und dann merken, geht nicht. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen der Studienfachberatung und der allgemeinen Studienberatung? Das, was ihr hier seid? Genau, also wir sind die allgemeine Studienberatung hier im Hauptgebäude, Anlaufstelle für prinzipiell erstmal alles, was irgendwie die Zeit vor dem Studium, aber natürlich auch während des Studiums betrifft. Das heißt, wir kennen den Laden ziemlich gut, wir wissen, wer sind die anderen Anlaufstellen und können einfach sagen, okay, das ist die Institution, die dir dazu was sagen kann. Der Tubit-Laden kümmert sich um die Daten, die Prüfungsleute machen eben alles, was mit den Prüfungen zu tun hat. Das heißt, wir wissen einfach in der Struktur ziemlich gut, wer für was zuständig ist. Was wir natürlich nicht so gut wissen, weil es einfach 50 Bachelor- und 80 Masterfächer gibt, wo muss ich meine Prüfungsanmeldung in welchem der ganzen Portale machen für, keine Ahnung, technische Grundlagen der Informatik. Keine Ahnung. Und was die Inhalte von dem und dem speziellen Modul wissen wahrscheinlich auch die Studienfachberater. Genau, da kann ich tatsächlich zeigen, wo finde ich die Informationen, was brauche ich eben. Ne? Es gibt eine Modulliste, es gibt Modulbeschreibungen, sowas weiß ich natürlich. Aber wenn es dann zum Beispiel darum geht, wenn ich jetzt eine bestimmte Spezialisierung in einem Fach anstreben möchte, welche Fachgebiete, welche Professoren sind dafür, da kenne ich mich einfach zu wenig aus und dann würde ich eben genau in dem Fall an die Kollegen und Kolleginnen da an der Fakultät verweisen, weil die da einfach viel mehr zu sagen können als ich. Okay, sehr gut. Und was haben wir noch für Fragen? Mal ganz kurz gucken hier. Ja. Genau, wir waren gerade ganz kurz schon bei dem Stundenplan. Das ist, glaube ich, eine der häufigsten Fragen, die wir auch heute wie jedes Jahr wieder kriegen werden. Also die Kolleginnen und Kollegen, die draußen an den Ständen sind. Das wird auf der Bühne in jedem Fall auch nochmal beschrieben, auch mit diesen Musterstudienplänen, was es damit auf sich hat und was ich damit eigentlich tun soll. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist, grundsätzlich gibt es eine Anzahl von Fächern, die ich irgendwie belegen muss, um am Ende mein Zeugnis zu kriegen. Wie ich mir das aber in den Stundenplan selber reinpacke, das kann ich im Grunde selbst entscheiden. Auch wie viel ich davon mache, will ich was zusätzlich machen und so weiter. Und ich finde, im Online-Vorlesungsverzeichnis, wann die Veranstaltungen wo stattfinden, die allerwichtigsten Tipps dazu bekomme ich aber tatsächlich auf den Einführungsveranstaltungen der einzelnen Fächer, die meistens ab morgen anfangen, aber auch einige in der nächsten Woche sind. Das heißt, nicht verpassen. Bitte, bitte unbedingt zu den Einführungsveranstaltungen gehen, weil da nochmal einfach alles erklärt wird. Ich glaube, wenn wir das Video posten und wenn ihr es seht, kann es sein, dass vielleicht schon irgendwie Einführungsveranstaltungen davon gelaufen sind. Trotzdem, bei mir war das auch total hilfreich, in der Einführung gewesen zu sein oder wenn ihr es nicht geschafft habt, dass vielleicht jemand anderes da war, weil dann kriegt man ein Gefühl dafür. Also ich bin auch zu manchen Fächern gegangen, also zu mehreren und habe mir die erstmal angeguckt, wenn ihr die Einführungsveranstaltung verpasst habt, dann vielleicht zu der nächsten Veranstaltung davon, dass man guckt, okay, liegt mir das, liegt mir der Prof oder die Professorin, weil dann weiß man auch, okay, geht es in die Richtung, weil manchmal hat man ja auch Möglichkeiten bei den Beipflichtfächern, ne? Also geht es... Okay. Also du meinst jetzt die Veranstaltung selber inhaltlich angucken. Genau, also ich meinte mit Einführungsveranstaltung tatsächlich, wir haben ja heute den zentralen Erstsemestertag. Das ist genau so ein bisschen die Trennung, über die wir gerade geredet haben. Es gibt eben den zentralen Erstsemestertag von der Studienberatung und der Pressestelle gemeinsam organisiert, wo es erstmal um alles Übergreifende geht. Alle Leute sind auf dem Infomarkt, die auch auf der Bühne nochmal vorgestellt sind. Aber dann gibt es natürlich nochmal für die einzelnen Studienfächer die einzelnen Einführungsveranstaltungen, wo es auch nochmal um, wie melde ich mich für die Mathekurse an, wie finde ich meine Hausaufgabengruppe und so weiter. Also gerade für alle Ingenieurinnen und Ingenieure, die jetzt starten, für die ist sowas wichtig. Also die Organisation nicht generell im Studium, sondern tatsächlich ganz genau für mein einzelnes Studienfach, wo in der Regel auch die Studienfachberatungen involviert sind. Das sind meistens auch die Initiativen der Fakultäten. Genau, und die machen Einführungstage ab morgen. Es gab ein paar Fächer, ich glaube jetzt Architektur, ich habe hier irgendwo auf meinem schlauen Zettel steht das drauf. Architektur für den Bachelor, das ist morgen direkt. Für Chemie und Soziologie ist das heute schon. Genau, wer das aus irgendeinem Grund verpasst hat, möge aber auch da bitte einfach in die Studienfachberatung gehen, um sich da nochmal so die wichtigsten Tipps für den Start irgendwie geben zu lassen. Okay, also kein Stress, wenn ihr jetzt das Video seht und denkt, Mist, das war ja ein schlechter Start, sondern geht einfach in die Studienfachberatung, dann kriegt ihr wahrscheinlich die Infos, die ihr dann an der Einführungsveranstaltung verpasst habt. Eine kurze Info dazu noch.
alle sollten den Link studienstart.tu-berlin.de bekommen haben mit der Einschreibung. Auf dieser Studienstart-Seite gibt es eine extra Seite, die alle Einführungsveranstaltungen für alle Fächer listet und da findet man in der Regel auch den Termin, der einen selbst betrifft. So, das waren jetzt schon viele Infos, aber auch wichtige. Gibt es eine verrückte Frage, gibt es eine witzige Frage nach den vielen Infos? Organisation ist ja immer so ein bisschen unsexy, ne? Das heißt, mein Semesterticket ist noch nicht da, bis wann muss ich meine Mastermodule gewählt haben? Also es ist ja so ein bisschen panikfokussiert, ne? Und da ist, glaube ich, für uns das Wichtigste immer Panik raus. Also das ist der wichtigste Tipp. Also wir haben jetzt nicht so richtig irgendwas wahnsinnig Witziges. Ich überlege gerade, wir haben, NC, das ist nicht lustig alles. Aber vielleicht alles, was ihr fragt, habe ich eine witzige Frage. Oh Gott, jetzt überfragst du mich in meiner Witzness. Nee, dann gehen wir eure ernsten Fragen weiter. Du kannst jetzt auch nochmal überlegen, was dir vielleicht nicht ganz so klar war, als du hier Hast du einen Master hier? Ja, genau. Nee, Bachelor nicht. Bachelor woanders, Master hier, Sprache und Kommunikation. Und ich glaube, es ist aber auch nochmal was anderes, wenn du einen Master, da bist du irgendwie schon so ein bisschen weiter. Was ich glaube, und es wird ja gleich im nächsten Block geklärt, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Achso, okay, es wird auf jeden Fall gleich im nächsten, ich setze mal an. Das wird nochmal gleich im nächsten Block geklärt. Genau, wie ihr das alles plant und macht und tut. NC-Werte. Genau, ich habe jetzt noch 2 Sachen, die tatsächlich, also die einfach wichtig sind, ne? Also alle Fragen, das ist auch nochmal wichtig, alle Fragen, die gestellt werden, egal ob die witzig oder unwitzig sind, die sind alle wichtig. Das heißt, immer die Fragen stellen, das ist auch natürlich nochmal ein guter Tipp. Wir hatten eine Frage, die tatsächlich bei Instagram, glaube ich, gestellt wurde, wann es die NC-Listen gibt. Bedeutet, es gibt natürlich irgendwie am Ende des Auswahlverfahrens, ne, wenn das Semester gestartet hat, die Leute wirklich zugelassen sind, wird es wieder Listen geben, die zeigen, mit welchen Noten bzw. welcher Anzahl von Wartesemestern man tatsächlich einen Studienplatz ergattert hat. Ich würde vermuten, es ist eine Frage von jemandem, der sich wahrscheinlich beworben hat und das nächste Semester nochmal probieren möchte. Ja? Meistens ist es so, dass die Auswahlgrenzen, das ist wichtig, ne? Also die meisten gucken einfach nach NC bei uns, also das korrekte Wort dafür sind die Auswahlgrenzen, also mit welchen Kriterien sozusagen bin ich zugelassen worden oder womit wurde die Auswahl abgeschlossen. Die werden in der Regel dann veröffentlicht auf der TU-Webseite unter dem Stichwort Auswahlgrenzen, wenn das Auswahlverfahren gänzlich abgeschlossen ist. Wir hatten jetzt in der letzten Woche noch ein paar letzte Studienplätze, die im Bachelor noch quasi verlost wurden, weil die nicht belegt wurden. Und wenn das vorbei ist, also ich würde vielleicht so November, würde ich nochmal auf die Seite schauen, für die Leute, die irgendwie nicht Glück hatten und das einfach im nächsten Semester, jetzt im Sommer oder im Wintersemester nochmal probieren wollen mit einer Bewerbung. Genau, also in dem Zuge fällt mir noch eine andere Sache ein, vielleicht wir sind sehr sicher, dass unter euch ein paar Leute sind, die jetzt anfangen und möglicherweise in den Studiengang eingeschrieben sind, in den sie eigentlich gar nicht so ganz gerne wollten, weil das einfach bei einem anderen mit einer Zulassungsbeschränkung nicht geklappt hat. Genau, wenn Sie so ein bisschen unsicher sind, ob das jetzt wirklich so ganz klug war, manchmal ist es tatsächlich nicht klug, sondern da macht es dann wirklich Sinn, nachzudenken darüber, dass man vielleicht nicht studiert, sondern wirklich Wartezeit sammelt. Die mögen einfach auch nochmal gerne vorbeikommen, wenn die nochmal zusammen da irgendwie drauf gucken wollen, wie die Situation gerade ist. Ich gucke nochmal bei den Instagram-Fragen. Ich habe noch eine zum Semesterticket. Ja, ich hatte, okay, also hier steht, darf man als Ersti durch 0 teilen? Wie darf man als Ersti durch 0 teilen? Wie ist es mit den Parkplätzen? Wird es schwierig? Mit den Parkplätzen oder generell? Ja, generell würde ich sagen, ja. Also, nein. Also Parkplätze, da fällt mir eine Sache ein. Ich bin heute Morgen mit dem Rad gekommen und habe gesehen, das ist eigentlich, glaube ich, ungefähr im 2-Wochen-Takt, die Straße des 17. Juni ist einfach gesperrt. Das heißt, das BVG-Ticket zu nutzen, was man mit dem Semesterticket hat, oder das Fahrrad zu nehmen, ist eine sehr sinnvolle Überlegung, weil Parkplatz ist wie mit Wohnungen in Berlin, also einfach faktisch nicht vorhanden oder es ist einfach ein Riesenstress. Wird es schwierig, wenn es die Frage bedeutet, wird es schwierig im Studium, würde ich immer sagen, muss nicht unbedingt, aber ich würde mich nicht darauf einstellen, dass es leicht wird. Das ist die ausweichende Antwort. Genau, also in der Regel braucht man ein bisschen, um anzukommen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man darauf ein bisschen eingestellt ist, dass es nicht
man sitzt das nicht auf einer Pobacke ab. So, das klappt nicht. Das ist halt auch ein nächster Schritt. Ich würde sagen, hier sind noch ein paar Fragen, aber das können wir im nächsten Block klären. Jetzt würde ich erstmal sagen, geben wir den Stab über zu deiner Kollegin Katharina Kube. Die erzählt euch jetzt Studieren aber richtig. Also zum Beispiel, was bedeutet es zu studieren, der Unterschied auch zur Schule, wenn man hier an der Uni ist, wie ihr euch während des Studiums auch engagieren könnt, als auch werden Profs und Lehrpersonen mit einem Preis ausgezeichnet, die in den letzten Jahren oder in letzter Zeit besonders gut Lehrinhalte vermittelt haben. Das heißt, vielleicht habt ihr dann besonders Bock, zu denen zuzuhören und denen zuzuhören. Und ich habe nichts mehr hinzuzufügen, du noch? Und sonst sehen wir uns gleich wieder und Bleibt dran. bleibt dran. Bis gleich. Bis später. Thank you.